So, nur das Spiel hat sich natürlich nicht geupdatet. So, nur das Spiel hat sich natürlich nicht geupdatet. Oh. Da ich mich natürlich selber, das ist auch nicht gut. Und warum hat sich das Spiel nicht geupdatet? Jetzt aber. So. Das sollte aber hoffentlich reichen, damit die Aufnahme erkannt wird, weil dadurch, dass mir das ja kostenlos zur Verfügung gestellt wird, herzlichen Dank nochmal dafür an den Hersteller, muss ich natürlich auch mit anzeigen, dass ich beziehungsweise muss natürlich auch den Inhalt mit anzeigen. Und guck mal, hier ist sogar extra Content da bei Strong. Content. Bei Streams gemacht? Ah. Ach nee, weil ich das hochgeladen habe auf YouTube, okay. So, wir spielen vaudeville. Let's go. The first AI-driven detective game. Wir spielen das natürlich mit DirectX 11. Und einer der Kommentare ist, This killer AI is too smart. Mal gucken, ob die AI uns auch austricksen kann oder ob wir herausfinden, wer der Killer ist und vor allen Dingen, wie lange wir dafür brauchen. Hallo, Dennis. The second I stepped off the train into the city of vaudeville, I could feel the weight of its melancholy in the air. Even the drizzle that clung to the city's grimy cobblestones felt a shade darker than your everyday downpour. Vaudeville was a city of high stakes and low morals, where vice and virtue danced a wicked waltz. Street lamps, flickering like burnt-out stars, were the only guide through the maze of rain-soaked alleyways and whispering shadows. My name's Martini, detective, troubleshooter, and a lousy sucker for hard luck stories. This wasn't my first circus, but this act was a 3-ring special. 3 murders, no leads, and a city on the brink of bedlam. The victims were as different as chalk and cheese, each a symbol of the city's vibrant veneer. A young dancer who moved like poetry in motion, her life cut short mid-pirouette. The socialite, a woman who knew the city's pulse better than anyone else. And then there was the businessman, the embodiment of vaudeville's promises of progress, snuffed out like a candle in the wind. Ja, es wird besser. The usual peace in vaudeville was off-kilter, replaced by the discordant notes of fear and suspicion. Strangers viewed each other through wary eyes, neighbors turned to strangers, and every shadow seemed to hold a secret. The once vibrant city had become a stage, the curtain drawn on a grim play of mystery and murder. In a city without harmony, the police chief was the conductor trying to keep the orchestra in tune. Gretzky was his name, a seasoned cop with a granite jaw and a heart that had seen better days. There was a stark tension, a raw fear that danced like St. Elmo's fire in his eyes. Whatever was happening in vaudeville had Gretzky out of his depth, and that was a sight I'd never thought I'd see. If anyone could make sense of this twisted... Oh, Mist, jetzt habe ich es abgebrochen. Schade alle auch. The previous issue with the microphone interaction has been resolved. Okay. So. Wir spielen vaudeville. Ich hätte gerne Narrated Actions. Achso. Okay, dann lassen wir das aus, wenn es nicht meant ist dafür. Wir lassen es auf Englisch, das funktioniert besser. Ja. Full HD ist okay. Closed Captions hätte ich gerne. So, jetzt kann ich auch mit dir reden. Hallo Dennis, schön, dass du da bist, schön, dass du reinschaust. Ja, ich habe PUBG gespielt vorhin mit Ibba und mit Taryn und mit Wooly. Und nachdem die dann aufgegangen sind, oder beziehungsweise Taryn ist aufgegangen, weil sie nichts mehr getroffen hat, trotzdem noch mehr getroffen hat als ich. Und Wooly wollte schlafen gehen, hat Ibba dann auch gesagt, sie möchte wieder Solo spielen. Scheinbar. Ist auf jeden Fall aus dem Team gelieft. Und dann habe ich jetzt noch eine Runde gerade mit Doki und mit Godi gespielt. Und ja, jetzt spiele ich vaudeville, damit ich auch mal was anderes machen kann. Deswegen, alle laufen immer vor mir weg. Die können nicht vor mir weglaufen. Das ist eine AI, die muss jetzt mitmachen. So, danke dir fürs Reinschauen und viel Spaß beim Kunden. Lass dich nicht zu lange aufhalten. Los geht's, wir haben das erste Achievement bekommen. Stepped off the train. Welcome to vaudeville. So, hier sehen wir schon mal die verschiedenen
die verschiedenen Orte, wo wir hin können. Einmal Pascal Groceries, Gravesend Manor, Circus Saxebar, Vaud Valley Country Club, Cabane Violet, Coral, die Morgue, die Blackwoods und natürlich die Police Station. So, mehr Settings haben wir nicht. Wir können uns hier Notes machen und wissen hier auch, was wir gucken müssen. Und das erste, was wir machen müssen, ist natürlich, damit wir wissen, was passiert ist, zur Police Station gehen und Chief Gretzky wegen der Morde befragen. Hello, Chief. Well, what do you want? Spit it out. Talk to me about the murders. The motifs. About What are the you murders. talking about? We're talking about solving these murders in vaudeville, not some fancy art exhibition. Stick to the topic at hand, detective. Talk to me about the murders, please. Yeah, the murders. Yes, we've had 3 victims so far. Maria Jansen, a young blonde woman found outside her apartment. Nicola Grossman, a finance man whose body was discovered near Pascal's groceries. And Haley Greenwood, a dancer whose body was found in an alley behind the club she worked at. Brutal cases, all of them. Any leads, detective? Tell me more about Maria Jansen. Maria Jansen, you say? Well, Yes. she was a 23-year-old blonde with a Scandinavian look. Quite a striking appearance, I must say. Why do you ask about her specifically, detective? Do you think there's something significant about her in relation to these gruesome crimes? No, I'm just trying to get all the info I can. I see, just trying to gather all the information, huh? Can't blame you for that. It's important to leave no stone unturned in a case like this. Is there anything specific you're looking for regarding these murders, or are you just trying to get a complete picture? Just trying to get a complete picture. A complete picture, you say? Well, let me think. We've got 3 victims, all brutally murdered. No clear motives or suspects yet. It's a real puzzle, I tell you. But if you want a complete picture, perhaps you should look into their backgrounds, connections, or any unusual activities they were involved in. Sometimes, it's the little details that lead us to the bigger answers. Anything else you need to know, detective? Has Maria any family? Family, you ask. I don't have that information readily available, but I can certainly look into it for you. Give me a moment, Detective Martini. Let me check the files and see if there's anything about Maria Jansen's family. Where did Maria live? Oh, you want to know about her residence, do you? Alright, let me consult my notes here. Yes, it seems that Maria Jansen lived in an apartment in central vaudeville. Quite a convenient location, I must say. Anything specific you're looking to find out about her living situation, detective? Did you talk to the neighbors? Talk to the neighbors. No, I haven't personally spoken to them yet. But I'm sure my officers have gathered some information from them during their initial investigations. Why do you ask, Detective Martini? Do you think the neighbors might have seen or heard something relevant to the case? Most likely. Most likely, you say. Well, it wouldn't hurt to check with the neighbors then. They could have valuable insights or observations that could help us piece together what happened. I'll make sure my team follows up on that lead. Is there anything specific you want me to inquire about when speaking with the neighbors? Detective. Ask them when they last saw her and if she had any enemies. When they last saw her and if she had any enemies, you want me to specifically focus on those questions when interviewing the neighbors? Detective Martini. Alright, I'll make a note of it.
It's important to gather as much information as possible to uncover any potential motives or suspects. I'll make sure my officers dig deeper into our relationships and interactions. Anything else you'd like me to address with the neighbors while I'm at it? So, wir muten erstmal kurz das Mikrofon. Eigentlich würde ich das gerne auf Deutsch spielen. Deswegen stellen wir es, glaube ich, gleich mal um. Ich mache jetzt den hier aber nochmal kurz auf Englisch fertig. Do we know where she worked? Do we know where? Where are you referring to, Detective? Are you asking about the location where the interviews with the neighbors took place? Worked. Well, of course I work. I'm the police chief of vaudeville, after all. I've been at this job for quite some time now. Is there a particular reason why you're curious about my work, Detective Martini? Where did all the jetzt fehlt mir das Wort. Where did all the what, Detective? I'm afraid I'm not following your train of thought. Victims. Could you please clarify what you're referring to? Where did Maria work? Yeah, Maria's place of work. You want to know that, huh? Let me check my notes here. Yes, Maria Jensen was a dancer, and she used to work at a club here in vaudeville. It's called... Let me see. Yes, it's called the Midnight Mirage. Quite a popular spot for dancing and entertainment. Anything specific you're looking to find out about her work, Detective Martini? No, I just want to ask her colleagues. Ask her colleagues, you say. Well, that's an interesting approach, Detective. Getting insights from her colleagues at the Midnight Mirage could indeed shed some light on her life and potentially uncover any relevant information. I'll make sure my team reaches out to them and conducts interviews. Is there anything in particular you'd like me to ask her colleagues, or shall we leave it open-ended for now? Leave it open-ended. Open-ended, you say? All right, Detective Martini. I'll let my officers handle the conversations with Maria's colleagues at the Midnight Mirage without specific instructions. Sometimes it's best to let the conversation flow naturally and see what valuable tidbits may arise. After all, you never know what someone might mention that could be crucial to the case. I'll make sure to keep you updated on any significant findings. Anything else you need assistance with at the moment, Detective? That's it for now, Chief. Alright then, if that's all for now, Detective. Just remember, if you come across anything new or have further questions, don't hesitate to reach out. We're here to solve this case together. Take care and stay vigilant out there. So. Ändern wir die Sprache doch nochmal auf Deutsch hier. So, The Midnight. Das haben wir, glaube ich, gar nicht, das Midnight-Dingsbums. Sie soll in der Mitte, also relativ zentral gewohnt haben. Aber ich glaube nicht, dass wir hier ihren Arbeitsort haben. Wir gehen erstmal in die Morgue und gucken mal, was uns der Kollege hier sagen kann. Hello, Coroner. Well, the evidence suggests that the body was moved post-mortem. It's difficult to determine the cause of death without further investigation. But I can tell you this, Detective Martini, the brutality of these cases is truly disturbing. It's as if a wild animal had its way with them. The injuries are extensive and gruesome, indicating a frenzied attack. It's tragic to see such young lives cut short in such violent ways. It's a reminder of the fragility of life and the darkness that can lurk in the shadows. The mysteries of the human condition. Death, my dear, is a complex tapestry woven with threads of uncertainty and finality. It is a realm where questions outnumber answers, and we, as mere mortals, are left to navigate its depths. But fear not, for in our pursuit of truth, we shed light on the darkest corners. We dissect the enigma, piece by piece, until clarity emerges from the fog of ambiguity. It is through this process that we honor the departed and seek justice for those whose voices have been silenced. Würdest du sagen, dass die Opfer den gleichen Mörder haben?
Indeed, Maria Jansen, Nicola Grossman, and Haley Greenwood were the three unfortunate souls who met their untimely demise in vaudeville. While the modus operandi of their deaths may differ, there seems to be a common thread that ties them together. Maria Jansen's body displayed signs of a vicious animal attack, while Haley Greenwood suffered blows to the head, possibly inflicted by a stiletto shoe. And Nicola Grossman, poor soul, was stabbed in the back of the neck with a butcher's knife. Klingt bisher auf jeden Fall noch nicht so, als würde was Ähnliches sein. It's intriguing, isn't it? Despite the differing methods of these heinous acts, Ja, there are bis dann, underlying Lohn, und danke fürs similarities that Reinschauen. cannot be ignored. The victims, though from different walks of life, all fell victim to a brutal end. It's as if their lives were snuffed out with a cold and calculated precision. The wounds, the violence, they speak of a darkness that lingers in the shadows. But fear not, dear detective, for we shall unravel this web of mystery and bring justice to those who have been wronged. Okay, was könnte man denn jetzt noch fragen? Sag mir etwas zum Todeszeitpunkt der Opfer. The time of death, my astute companion, is a crucial piece of the puzzle when it comes to investigating these cases. For Ach, Maria echt? Jansen, her unfortunate demise occurred sometime before her body was discovered outside her apartment in central vaudeville. As for Haley Greenwood, her tragic fate befell her in the alley behind the club where she worked. And Nicola Grossman, poor soul, met his untimely end outside Pascal's grocery shop in the morning. Determining the exact time of death is a meticulous process, involving a careful examination of various factors such as lividity, rigor mortis, and temperament. It allows us to establish a timeline and potentially narrow down the window of opportunity for the perpetrator. In the case of Mr. Grossman, the estimated time frame for his passing is between 9 p.m. and 12 p.m. on April 23rd. However, it's important to note that these are preliminary findings, and further investigation may provide more precise details. Was ist mit den anderen beiden? Wann starb Maria? Yeah, Maria Jansen. A tragic case indeed. Todeszeitpunkt. Oh, how I wish I could provide you with a definitive answer, my dear Detective Martini. But alas, determining the exact moment of Maria Jansen's passing is a complex task. Based on my examination, I can tell you that her body was found in the forest on the morning of April 23rd. However, determining the precise hour of her death requires a meticulous analysis of various factors such as rigor mortis, lividity, and body temperature. These indicators can help us establish a more accurate time frame. Oh, my inquisitive companion, you seek the elusive knowledge of time. How it dances and eludes our grasp, leaving only fragments of its passage. For the unfortunate souls we speak of, the approximate time of their demise is a puzzle we must piece together. Maria Jansen, with her Scandinavian beauty, was discovered covered in blood outside her apartment in central vaudeville. The signs suggest her departure occurred sometime before a lifeless form was discovered. Haley Greenwood, the young dancer, met her tragic end in the alley behind the club where she showcased her talents. Ja, das ist ja schön, aber ich möchte eine Uhrzeit wissen. Bei Maria wissen wir ja schon. Well, Detective Martini, it appears that poor Haley Greenwood suffered a brutal fate. The Genau. evidence suggests that she was struck multiple times in the head with a blunt object.
possibly a stiletto shoe, judging by the fragmented remnants found on her body. As for the exact timing of her demise, it is difficult to ascertain without further investigation. However, based on the state of rigor mortis and other post-mortem changes, I would estimate that a tragic departure may have taken place several hours before a lifeless body was found in the cold embrace of that darkened alley. Okay, super. Haley's delicate form was discovered in the early hours of the morning, lying in the summer confines of an alley behind the very club where she graced the stage with her artistry. It was a scene that bore witness to the tragedy that had befallen her, a cruel reminder of the fragility of human existence. The precise time of her discovery is a detail that can be provided by the police records. My dear detective. Okay, also gehen wir zurück und schauen uns die an. Auch die Unterlagen orten. Documents on the murders, you say? Of course, detective. I'll have my team prepare all the files and evidence we have so far regarding the 3 murders in vaudeville. We'll get them to you as soon as possible. In the meantime, I'll make sure to keep you updated on any new developments or leads we uncover. Anything else I can do for you before we wrap up here, Detective Martini? The address and keys to the victim's apartments, you say? Well, that's a reasonable request, Detective. Was will ich I'll da have my kaufen? team prepare those for you as well. I'll make sure to give you the addresses and keys personally, so we can ensure they're in safe hands. I'll also have my officers accompany you when you visit the apartments, just to be on the safe side. Anything else you need assistance with, Detective Martini? The victim's places of work and names of possible family members. You want to know that? Natürlich. Huh, let me see. Well, I can tell you that Maria Jansen, the first victim, worked at the Midnight Mirage Club as a dancer. As for possible family members, we're still looking into that. We haven't found any immediate family in vaudeville, but we're investigating whether she might have had any distant relatives or close friends in the city. Haley Greenwood, the third victim, worked at a bakery on the east side of town. As for her family, we're still investigating, but it seems she had no close relatives in vaudeville. We're looking into whether she might have had any connections to the other victims or any potential suspects. Ich habe schon wieder vergessen, wie das dritte Opfer hieß. Kann ich eigentlich auch Notizen selber machen? Ja. Index, Investigate. Der Text. Ah, kann ja auch selber eintragen. Ja, Chief. Art. Jetzt habe ich wieder vergessen, wie der hieß.
The male victim's name was Nikola Grossman. He was a businessman, and from what we've gathered so far, he worked primarily from home. We're still investigating his business dealings and trying to uncover any potential motives for his murder. So. Ja. Okay. Das sind schon mal die Infos, die wir haben. Basin, eine Vaudeville Country Club. Jetzt zu Pascal Groceries. Können Sie mir Oh, Detective Martini, I must say I have no idea about the locations of those dreadful murders. It's such a shame, isn't it? But really, I prefer not to dwell on such unpleasant matters. Let's talk about something more delightful, shall we? Oh, my dear, I do know who the victims were. Maria Jansen, Nikola Grossman, and Haley Greenwood. Such tragic events, don't you think? But let's not focus on the gloomy details. There are far more interesting things to discuss. Don't you agree? Well, my dearest, I do enjoy discussing the finer things in life. Perhaps we could chat about my recent trip to Paris. The exquisite cuisine, the charming streets, and of course, the fabulous shopping. It was simply divine. Or maybe we could delve into the art of cooking. I've been experimenting with some new recipes lately, and I must say, my culinary skills are quite impressive. But enough about me. Tell me, have you ever tried picking mushrooms? It's quite an adventure, I assure you. Vielleicht sollte ich mal Pilze sammeln gehen, wa? Im Wald. Ah, my dear, I didn't travel alone. You see, my late husband Victor and I embarked on that journey together. It was a rare occasion where he allowed me to explore the world beyond vaudeville. But alas, he is no longer with us. Such a shame, really. But now, I am free to indulge in all the adventures and luxuries that were once denied to me. Life is full of surprises, isn't it? My apologies, but I'm afraid I don't have the information you're looking for. Du weißt nicht, woran dein eigener Mann gestorben ist? Upset. Vielleicht an Pilzen? Haben wir hier eine Mörderin vor uns, Chat? Was denkt ihr? Die Chancen dafür stehen gar nicht so schlecht, glaube ich. So wie sie auf jeden Fall um den heißen Brei herumredet. Sie kann mir auf jeden Fall nichts über irgendwen sagen. Und möchte am liebsten übers Kochen reden. Von daher... Brauchen wir da nicht. Gehen wir mal in die Blackwoods. Mal gucken. Oh, guck mal, hier ist er. You can press Escape or Gamepad Start to go back to the studio. Da. Hallo. Greetings, weary traveler. What brings you to the depths of the Blackwoods forest? But worry not, for I am here to guide you through the shadows and reveal the hidden treasures that lie within. So, speak your mind, and let us embark on a journey of discovery together. Weißt du, wo man Pilze
mushrooms, the whimsical wonders of the forest. They are like little earthy umbrellas, sprouting from the ground to dance with the raindrops. But my dear friend, finding mushrooms is not simply a matter of knowing where they grow. It requires a keen eye, a patient heart, and a willingness to listen to the whispers of nature. You see, mushrooms have their own secret language, a delicate dialogue with the soil and the trees. They choose their companions carefully, for some people are poisonous and want to be like me, said a wise mushroom named Amanita once. Hm. Okay. Was kann man denn? Hast du etwas Morde gehört? Murders, you say? Oh, the darkness that lurks in the corners of vaudeville. Yes, I have heard the somber tales whispered by the wind, but alas, my knowledge is limited to the secrets of the Blackwoods. The outside world, with its mysteries and misfortunes, is a realm unfamiliar to me. However, within these woods, I have conversed with the grass and a river, the creatures that dwell here. Perhaps they hold a clue or two, hidden in their murmurs and ripples. Vielleicht weiß er ja. Da findet Oh, was my raus. dear seeker of truth, I am but a humble guardian of the Blackwoods. My powers extend to the depths of these ancient trees and the whispers of the Okay. Er weiß nicht mehr. So. Fundort. Ja. Well, let me think. Maria Jansen's body was found outside her apartment in central vaudeville. It was a gruesome scene, I must say. As for Nikola Grossman, his body was discovered in front of Pascal's grocery shop in the morning. In Haley Greenwood, poor girl, her body was found in an alley behind the club she used to work at. Not too far from here. It's truly disturbing, these brutal attacks happening in our city. We need to find those responsible and bring them to justice. Yes, Detective Martini. I apologize for not mentioning it earlier. Haley Greenwood worked at a popular nightclub called Le Cabaret Rouge. It's quite a lively place, known for its vibrant performances and energetic atmosphere. If you have any specific questions regarding her employment there, feel free to ask. Okay. Le Cabaret Rouge. Mhm. Now that's an interesting question, Detective. It seems you're curious about why a dancer like Haley would be working at a club like Le Cabaret Rouge. Well, from my understanding, she was a talented dancer and performer, and it's not uncommon for individuals with such skills to seek opportunities in establishments like Le Cabaret Rouge. Perhaps she found joy and fulfillment in her work there. Is there something more specific you'd like to know about her role at the club, Detective? So. Cabernet Violett. Da. Well, hello there. What brings you to the Cabin Violet today? Are you here to enjoy the show?
Oh, murders. I'm afraid I haven't heard anything about that. But tell me, what do you know about them? It must be quite the mystery. Haley Greenwood. Of course, I knew her. She was a fellow dancer here at the Cabane Violet. Such a talented performer, it's such a shame what happened to her. But why are you asking about Haley? Is there something specific you'd like to know? Ah, dear Haley. She was a vivacious and captivating presence on stage. Her performances were always filled with energy and charm. Off stage, she had a warm and friendly personality. We would often chat and share stories in the dressing room. She had a passion for dance and a genuine love for the art of burlesque. It's truly heartbreaking that she's no longer with us. Did you have the pleasure of seeing her perform? Oh, boyfriends. Well, I'm not quite sure about that. You see, we dancers are a tight-knit group, but we don't usually gossip about each other's personal lives. I'm more focused on my own career and the thrill of performing. But who knows, love can sometimes find its way into our lives unexpectedly, right? Is there a particular reason you're asking about Haley's love life? Oh, you're curious about love, aren't you? Love can be such a mysterious eigentlich and nicht über enchanting Liebe, aber thing. But let's not dwell on that for too long. There's so much more to discuss. Have you ever seen my burlesque performance? People come from every corner of Europe to see it. It's a mesmerizing blend of dance, seduction, and theatricality. The audience can't help but be captivated by the allure of the stage. Have you ever experienced that? That's wonderful to hear. I'm thrilled that you're interested in experiencing the world of burlesque. The Cabine Violet is the perfect place to witness it firsthand. Our next show is tonight, and I promise you won't be disappointed. The atmosphere, the music, and the performances are truly captivating. Just Ob make ich sure niemals to sehen arrive werde. early to secure a good seat. I can't wait to hear your thoughts after the show. Oh, there are so many talented individuals here at the Cabane Violet. We have a diverse group of performers, each with their own unique style and charm. There's Monsieur Saxabar, the owner of a cabaret, and a renowned magician. Then there's Madame Celeste, a mesmerizing contortionist. And let's not forget about the lovely Lola LaRue, a stunning aerialist. We're like a big family here, supporting and inspiring each other. It's such a joy to be surrounded by such talented artists. Maria Jansen. I'm not familiar with that name. Is she a new performer in town? I'm always interested in meeting new talents and expanding my circle of artist Hallo, Heinzi. friends. Tell me more about Maria Jansen. What kind of performer is she? Die weiß nicht mehr. Gehen wir erstmal wieder. Coral.
Oh, Maria Jansen. She was such a vibrant and talented dancer. We used to practice together at the dance studio. She had this incredible energy on stage, you know? It's so devastating that she's no longer with us. But, Detective Martini, I'm afraid I don't know much about the details of her murder. I wish I could help you more, but I've been so focused on my own dancing and trying to cope with Haley's death. It's been such a difficult time for all of us. Oh, admirers, yes, of course. Maria was absolutely adored by so many people. Her talent and beauty attracted attention wherever she went. I remember seeing her with a few admirers after our performances at Coral. She had this magnetic presence that drew people in. As for a boyfriend, I'm not entirely sure. We didn't talk about our personal lives that often, you see. But I wouldn't be surprised if she had someone special in her life. She was just so captivating, inside and out. Oh. Ja, Well, let me think. There are so many talented individuals working here at Vaudeville. We have dancers, musicians, actors, and Das war ja nicht performers die from all over the Frage. world. It's such a melting pot of creativity and passion. You'll find ballerinas like me, jazz dancers, tap dancers, acrobats, and so much more. And the musicians, they're incredible. From pianists to violinists, saxophonists to drummers, the music fills the air and sets the stage for all the magic that happens here. It's truly a place where dreams come alive. Ah, Coral, such a vibrant and enchanting place. Well, let me tell you about some of the amazing people you'll find there. First, there's the owner, Mr. Sullivan. He's a charismatic and eccentric man, always full of stories and laughter. And then there's the bartender, Sarah. She's a true artist when it comes to mixing drinks and creating unique concoctions. And of course, the waitstaff, they're like a family. Friendly, attentive, and always ready to make your experience at Coral unforgettable. And let's not forget the live band. Enemies, Maria, no. Maria was such a sweet and kind-hearted person. She had this infectious positivity that just radiated from her. I can't imagine anyone having ill Keine feelings Feinde. towards her. Immerhin. She was loved and respected by everyone in the dance community. We were all like a big, supportive family. We cheered each other on and celebrated each other's successes. Maria was such a bright light, Detective Martini. It's hard to believe that someone would want to harm her. It's just heartbreaking. Okay. Detective Martini, I must say, you have a keen interest in finding out about Maria. Natürlich habe ich das. It Ich will warms my Mord heart to klären. see your dedication to solving these mysteries. As for the people she was closest to, well, I would say her fellow dancers were like her second family. We spent so much time together, rehearsing, performing, and supporting each other. We shared our dreams and aspirations, our triumphs and struggles. So, in a way, all of us dancers had a special connection with her. Oh, there are so many incredible dancers here in Vaudeville. We have a diverse and talented community. I need names. Let me tell you about a few of them. There's Isabella, a graceful ballet dancer with the most elegant lines. And then there's Javier, a fiery and passionate flamenco dancer who can mesmerize anyone with his footwork. And we can't forget about Mei Ling, a contemporary dancer who brings such emotion and vulnerability to her performances. Each dancer has their own unique style and story to tell. It's truly inspiring to be surrounded by such talent and creativity. Okay.
Wieder zurück. The last time I saw Maria was actually the day before her tragic death. We were rehearsing together at the dance studio, perfecting our routine for an upcoming performance. She was so full of life and energy, as always. We laughed, we danced, and we shared our dreams for the future. It breaks my heart to think that it was the last time I would see her. She was taken from us far too soon, and I can't help but feel a mix of sadness and anger about it. So. Was könnten wir denn noch machen? So, in den Country Club und gucken mal, was hier los ist. Hallo. Hi, what can I do for you? Zack. Country. Well, there's not much to say. We have quite a few new people since the club has recently been expanded. But most of them have been here for a while, and I don't have any reason to suspect any of them. Why do you ask? Sure. I know most of the members here, but I don't know much about the staff. I've never really paid much attention to them. Kannten Sie oder? Of course, I knew him very well. We used to go out together. He was different after the trip to India. He was worried, almost paranoid, very silent. Nicola was dating Hayley Greenwood. Aha. They were very much in love. So. Hayley Greenwood. Nicola was a very intelligent man. He was always well dressed and well spoken. He had a lot of friends here at the club, and he was always willing to help others. They had been dating for about 6 months before he died. Hayley was a beautiful girl. She was very kind and caring. She had a lot of friends here at the club, and everyone loved her. She was very active in the community and volunteered at many local charities. Okay. Also wir haben auf jeden Fall schon mal was Neues rausgefunden, nämlich, dass die beiden zusammen waren. Das ist ja schon mal etwas. Das ist schon mal die erste Verbindung, die wir haben. So. Könnte jetzt natürlich so ein Love Triangle sein, dass Hayley eifersüchtig war auf Maria. Maria ermordet hat. Das hat Nicola mitbekommen. Nee, andersrum.
Maria hat Haley ermordet, weil sie eifersüchtig war. Das hat Nicola mitbekommen. Hat Maria ermordet und sich dann selbst das Leben genommen. Aber wobei er hatte ein Messer hinten im Nacken. Das ist unwahrscheinlich. Außer wir haben irgendwo noch eine vierte Partie, die ihn dann ermordet hat. Könnten Sie ernst. Yes, I knew her very well. She was a good friend of mine. We used to go out together often. Ey, Mann, die kennt ja jeden hier. Mit befreundet handhaben. Sehen. The last time I saw Maria was at the club a few weeks ago. She seemed very happy and was looking forward to her future. Maria had a lot of admirers, but she never really talked about her personal life. She was very private. Worauf heute. Maria was looking forward to starting her own business. She was very excited about it and had been working hard to get everything ready. Maria was going to start a fashion design company. She had always been very interested in fashion and had a great eye for style. Also bisher ist die Verbindung zu allen dreien sie. Okay. So, sie wollte ein Modeunternehmen. Modelabel. Hatte sie. Alter. Yes, she did. She had been working with Count Graveson, and he had been helping her with the preparations. Okay, der Graf also. Graf Graves. Maria worked at the Vaudeville Times as a journalist. Ende. Oh. Okay, ich kann nur. Okay, anscheinend kann ich nur eine bestimmte Anzahl von Seiten nutzen. Das ist nur Zeichen nutzen, das ist natürlich doof. Das bedeutet, wir müssen noch eine zweite Seite für machen. Maria Haley, Graf. Oder? Ja.
Many people are members here, including Mr. and Mrs. Potter, Count Graveson, Haley Greenwood, Nicola Grossman, and Maria Jansen. Aha. Aha. Und Frau Potter wollte mir nichts über die Morde sagen. Über die Leute. Okay, so. Bäckerei und Le Cabaret Rouge. Oder vor Le Cabaret Rouge. Hinten. Mit Nick Grossman zu. Die Cabaret Rouge, sondern es ist Cabane Violette. Okay, und sie war 6. Ja, hatte ich Country gehabt, immer gut. Alles. Okay. Nicola was an engineer. He worked for a company that designed and built machines for the textile industry. Es hört sich so ein bisschen nach einer Verschwörung im Modebusiness an. Haley worked at the Vaudeville Times as a journalist, just like Maria. Ah. Interessant. Also sie hat bei einer Bäckerei gearbeitet, sie hat im Cabernet Violette gearbeitet und zusätzlich noch als Journalistin bei der Vaudeville Times. Digga. Die brauchte 3 Jobs. No, I don't know anything about that. I've never even been to the bakery. Okay. Wissen Sie, welche Bäckerei? No, I don't. I'm sorry. I can't help you with that. It's no trouble, really. I wish I could help you more. I hope you find out who did it. Versuche mein Bestes. Okay, gehen wir doch mal zu Graveson Manor. Da ist ja der Graf. Sehr schön. So. Wir gehen jetzt natürlich.
Das können. I'm afraid I don't know where she was killed. I'm not familiar with the locations of the murders, Das war auch but nicht I die can tell you Frage. that she was a beautiful woman. Oh, no, they were not a couple. Maria Jansen was in love with me. Das war ja die Frage. Oh, no, they didn't. They were both jealous of my relationship with her. Ja. Er war. Haley Greenwood and Nicola Grossman. They were both jealous of my relationship with Maria Jansen. Mhm. Nicola. They wanted to be the ones dating me. They were both in love with me, but I only had eyes for Maria Jansen. Oho. Okay. Bitte Maria. Nicola. Haley. Waren. Damit haben wir doch schon unsere vierte Person gefunden. So. Dann können wir das hier auch schon mal. Ja. We were together for a few months. It was a passionate and intense relationship. Yes, that's correct. She was very talented and had a great eye for fashion. I was going to invest in her label, but unfortunately, she passed away before we could make that happen. I'm sure she did. She was a strong and independent woman, and that can intimidate people. But I don't think anyone would go so far as to kill her. They were both jealous of our relationship, but I don't think that's enough of a motive to kill someone. Naja, wer weiß. Wer weiß, wer weiß. Also theoretisch ist alles möglich. Also ganz rein theoretisch ist das durchaus eine Möglichkeit, die wir auch weiterhin in Betracht ziehen sollten. Könnte man ihn noch fragen. .
Fällt mir gerade nicht ein. Haben. Detective Martini, I must say I find it rather distasteful that you're so fixated on these details. Warum? Our priority should be solving these murders, not delving into personal aspects of their lives. However, if it helps move things along, I can provide you with some basic information. Maria Jansen lived in an apartment on 23 Maple Street. Nicola Grossman resided in a penthouse on 56 Oak Avenue. And as for Miss Greenwood, she lived in a small apartment on 12 Elm Street. So. Oak Avenue. Und die teilweise zweimal stellen muss. I beg your pardon. A couple, you say? Haley and Mr. Grossman. Well, I can't say that I was aware of that. That's certainly an interesting development, if true. It seems this case keeps unraveling more surprises as we go along. I wonder if their relationship has any connection to these brutal crimes. We'll need to investigate this further. Thank you for bringing it to my attention, Detective Martini. Jealousy, you say, between Nicola, Haley, and Maria, and it's connected to a certain Count Griefson. That's an intriguing piece of information, indeed. I must admit, I wasn't aware of this dynamic. It appears we have another layer to explore in our investigation. Do you have more details about this alleged jealousy and Count Griefson's involvement? Is that so? A love triangle, it seems. A romantic entanglement between Maria, Count Griefson, and both Haley and Nicola. Quite a tangled web we're dealing with here. I suppose love and desire can sometimes lead to unfortunate consequences. It's certainly a motive worth exploring further. We'll need to gather more evidence and talk to those involved to get a clearer picture of what transpired. Let's focus on unraveling these relationships and see if it sheds any light on these gruesome murders. Bodies carrying something, you say? I'm afraid I don't have that information at the moment. Toll. Are you referring to personal belongings or items found at the crime scenes?
If so, I can have my officers look into it and provide you with the details. It might give us some insight into the victims' lives and potentially help us in our investigation. Alright, I'll have my team gather the relevant information for you, Detective Martini. I'll make sure to find out if there were any significant possessions or objects on the victims or at the crime scenes. It may take a little time to compile the details, but I'll get back to you as soon as we have something substantial. In the meantime, let's continue focusing on the relationships and potential motives. Okay, so. Country Club waren wir. So. Dann fragen wir doch nochmal Miss Potter. Angst, Potter? Warte. Sie sagte, ihr Mann ist gestorben. Victor. His name was Victor. Such a strong and distinguished name, don't you think? He was quite the character, I must say. But now, he's gone, and I am left to carry on without him. Life can be so unpredictable, can't it? Yes, I was a member of the country club Detective Martini, the elite and exclusive establishment where the high society of vaudeville gathers to indulge in their luxurious pursuits. It was always a delight to mingle with the other members, sipping on cocktails by the poolside, and engaging in friendly games of bridge. But alas, since the passing of my dear husband, I have found myself less inclined to partake in such social gatherings. The widow's life can be rather lonesome, you see. Oh, my apologies, but I'm afraid I can't recall the exact date of my late husband's demise. What? It was a sorrowful event, to be sure, but dwelling on the past won't bring him back. Die weiß nicht mal, wann ihr Well, Mann life gestorben must ist? go on, and so must I, embracing the joys and pleasures that await me. Now, let us divert our attention to something more cheerful, shall we? Why, how kind of you to offer, but I'm afraid I'll have to decline. You see, I've made a promise to myself to stay away from the temptations of alcohol. It's a personal choice, you understand. But I do hope you enjoy your drink, Detective Martini. Cheers. Aber am Pool saufen wollen, ja? Das ist Frauen. Oh, verstehe ich nicht. Auf jeden Fall die hier nicht. Weiß nicht, wann ihr Mann gestorben ist, weiß nicht, wie ihr Mann gestorben ist. Weiß, dass er gestorben ist und möchte neue Erfahrungen sammeln, aber nicht mit mir saugen gehen. Schweinerei. So. Wenigstens weiß sie noch, wie ihr Mann hieß. Wenn sie schon nicht mehr viel anderes weiß. Okay. Gehen wir nochmal in die Morgue. Was können wir ihn hier oder sie hier? Ja. Nochmal fragen. Anno Matze. Ich habe mittlerweile schon rausgefunden, dass es eine Vierecksbeziehung gab. Nur Miss Potter ist Kuckuck. So, was haben wir denn schon rausgefunden? Gehen wir nochmal komplett am Anfang durch. Wir müssen investigieren. Ja. So, Infos. Der Chief sucht uns die Daten raus zu den Opfern. Hat er bisher noch nicht so richtig gemacht. Mittlerweile weiß ich wenigstens, wo sie wohnen. Hayley Greenwood hat bei einer Bäckerei gearbeitet, im Cabane Violet und zusätzlich als Journalistin bei der Vaudeville Times. Zusammen mit Maria.
Wurde vor der Cabane Violette gefunden, war mit Nicola Grossman 6 Monate zusammen, wohnte in der Elm Street 12, hat mit Marina gesprochen. Und Marina ist die Kollegin. Aber nee. Violette. Und wir das hier nicht durcheinander bringen. Hatte Spaß an Belästigung, liebte tanzen, war sehr beliebt im Country Club und engagierte sich ehrenamtlich. Zweite Seite haben wir noch nicht. Nicola war ein Ingenieur, baute Maschinen für Textilindustrie. Das könnte auch wieder so ein Motiv sein, weil ja Maria ein Modelabel gründen wollte. Da hätte sie theoretisch ja mit Nicola zusammenarbeiten können. Wurde vor Pascal Grosses gefunden, hat in der Oak Avenue 56 im Penthouse gewohnt, war 6 Monate mit Hailey zusammen. Wurde nach einer Reise nach Indien auf einmal komisch, meinte Michelle. Hat vorher relativ viel mit Michelle gemacht. War die Tuss aus dem Country Club. Hatte viele Freunde im Country Club und war immer gut gekleidet. Im Cabane Violette arbeiten Marina, eine Burlesque-Tänzerin, Monsieur Saxabar, das ist der Owner, Madame Celeste, das ist eine Schlangenmensch und Lola Larue, das ist eine Luftakrobatin. Die würde ich mal ausschreiben. Im Coral arbeiten Ingrid, Mr. Sullivan als Owner, Sarah die Barkeeperin, eine Liveband, Waiting Staff, Isabella als Bauchtänzerin, Javier der Flamenco-Tänzer und Mei Ling die zeitgenössische Tänzerin. Im Country Club gab es relativ wenig Mitglieder tatsächlich. Maria, Hailey, Graf Graveson, Nicola, Michelle und Herr und Frau Potter. Und Frau Potter ist so durch, dass sie mir nicht mal sagen kann, wann ihr Mann gestorben ist und wie ihr Mann gestorben ist. Geschweige denn, wo ihr Mann gestorben ist. So, Maria war Tänzerin im Choral und zusätzlich Journalistin, wurde vor ihrer Wohnung gefunden. Das war in der Maple Street 23. Da müssen wir also auch nochmal hin. War mit Graf Graveson ein paar Monate schon zusammen. Wurde zuletzt von Ingrid einen Tag vor ihrem Tod gesehen. Das ist die Kollegin aus dem Choral. Und ein paar Wochen davor im Club von Michelle. Hat viel mit Ingrid geübt. War mit Michelle befreundet, wollte ihr eigenes Unternehmen, ein Modelabel gründen, zusammen mit Graf Graveson. Und Nicola und Hailey waren eifersüchtig auf Marias Beziehung waren eifersüchtig auf Marias Beziehung zum Grafen. Der Graf wollte investieren in sie. Der Graf liebte Maria, Nicola und Hailey liebten ihn, Liebe wurde aber nicht von ihm erwidert und die beiden waren deswegen eifersüchtig. So, und Miss Potter. Miss Potter hatte einen Mann, Victor. Der Mitglied im Country, und beide waren Mitglied im Country Club. Das war's. So, mal gucken. Wir brauchen jetzt den nicht. Wir gehen nochmal zum Grafen. So. Ich hatte gerade noch eine Frage, die ich ihm stellen wollte. Dann haben wir Fragezeichen. Ah, Maria, it brings back memories. The last time I saw her was at a grand soiree held at the Potter Mansion. It was a splendid evening filled with music, dancing, and laughter. Maria looked absolutely stunning in her gown. Such a shame that it was the last time we crossed paths. Wie lange ist das her? Let me think. It must have been about 2 weeks ago, if memory serves me right. Time flies, doesn't it? Das ist schon ganz schön lange her dafür, dass die eigentlich ein Paar waren. So, dann haben wir jetzt doch noch eine Frage für Miss Potter. Warte, wo war die? Ach ja, hier. Erzählen Sie mir etwas über Ah. Jetzt ist das Spiel. Jetzt das Spiel gecrashed. Tolle Karte.
Gut, dann müssen wir das Spiel einmal neu starten. Ja, hoffe ich, dass es gespeichert war. Deckt sich das denn, was ich rausgefunden habe bisher, mit deinen Entdeckungen, Matze? Oder habe ich vielleicht Sachen rausgefunden, die du noch nicht rausgefunden hast? Oder nicht rausgefunden hattest? The second I stepped off. So. Start. Okay. Ja gut, dass ich Sachen habe, die du noch nicht, also die du hattest, also dass ich Sachen noch nicht habe, die du hattest, ist wahrscheinlich. Du hast, glaube ich, ein bisschen mehr gespielt als ich bisher. Ich bin ja jetzt erst seit, wobei 1 Stunde 20 schon dabei. Erzählen. Ja. You know, Ich glaub, das sometimes I can't help blöde but Mikrofon feel a nicht tinge of ausgeschaltet. sadness when I think about all the missed opportunities and unfulfilled desires in life. Well, my darling, I do love hosting a splendid soiree at my humble abode. The grandeur, the elegance, the enchantment of it all. Picture it. Candlelit rooms, the tinkling of champagne glasses, and the sound of Dann hast laughter du, ich filling bin the jetzt gerade bei air. 81 It's a Minuten. chance Das for me to bedeutet, du hast also showcase noch ein my bisschen was impeccable vorne. taste and entertain the creme de la creme of vaudeville society. But alas, with my late husband gone, I find myself yearning for someone who can truly appreciate the finer things in life. Someone like you, perhaps. Digga, ich habe sie vorhin gefragt, ob sie mit mir trinken gehen will. Und jetzt sagt sie sowas, ja? Oh, my dear, I do understand your intentions, but I'm afraid I must decline your offer. While I do enjoy the company of others, my heart still mourns the loss of my dear Victor. It would not be fair to either of us to embark on a romantic endeavor at this time. But fear not, there are plenty of other ways we can enjoy each other's company. Let's focus on the joys of friendship and the adventures that await us, shall we? Das ist so, ich will jetzt nicht sagen typisch Frau, ne? Aber sie sagte, ja, mit jemandem wie Ihnen vielleicht. Und dann fragst du, wollen Sie mit mir ausgehen? Ja, nee, erstmal nicht. Ach, komm schon. Ach, komm schon. Ach, Mann, ey. So, ich gehe jetzt nochmal zum Grafen. Können Sie wissen Sie, wann Herr Potter verstorben? Mr. Potter. Yes, he was a dear friend of mine. But why are you asking about his passing? Is there something peculiar about it? Glücklicherweise. Well, Detective Martini, you certainly piqued my curiosity. Please do tell me what you find intriguing about Mr. Potter's passing. Name? Victor. Tod. S.O. Mrs. Potter. Meine Frau konnte mir nicht sagen, wann er verstorben. Oh, how peculiar indeed. Mrs. Potter Ja. couldn't provide any information about her Nein. own husband's demise. That's quite unusual. It seems there might be more to this story than meets the eye. Perhaps Mrs. Potter is hiding something, or maybe she's simply too distraught to recall the details. Ja, Either deswegen frage way, ich ja dich, it's a Mann. mystery worth exploring, wouldn't you agree, Detective Martini? Deswegen frage ich ja dich, Mann. Wann starb er? Ja, ich hab's ja auch am Anfang über die My dear Sprachbefehle detective, gemacht. I must say, your line of questioning has taken an unexpected turn. Mr. Potter's passing is certainly a tragic event, but I'm afraid I don't have the exact date of his death. However, I can tell you that there have been 3 recent murders in Ja, vaudeville. das weiß ich ja. Maria Jansen, Nicola Grossman, and Haley Greenwood. Quite unsettling, isn't it? Ja, ist es.
Ich habe ja auch am Anfang über Sprachbefehle, aber halt auf Englisch gespielt und ich wollte es halt nicht die ganze Zeit auf Englisch laufen lassen, weil ich finde es dann immer komisch, wenn du die Antworten über Audio halt auf Englisch bekommst, dann auf Deutsch Fragen zu stellen. Ähm, aber ja, du hast recht. Natürlich ist das ein bisschen schwieriger dann. So, nichtsdestotrotz, wir sind immer noch nicht weiter. Wie, wie heißt Potter mit Vornamen? Ratter, 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 ratter. Die Frage ist nicht vorgesehen. Okay. Dann fragen wir sie halt selber. Die lautet ihr Vorname. Oh, my dearest, you seem to have forgotten. It's Mrs. Potter, of course. How could you not remember the name of such a prominent figure in vaudeville society? But I Das ist nicht suppose dein it's easy Vorname. to overlook the details when one is so captivated by my charm and elegance. Now, let's not dwell on such trivial matters and instead, let's find something more delightful to discuss. Digga. Da ist bestimmt Mrs. mit Vornamen. Wir gehen einfach zu Michelle. Wie lautet der Vorname von Mrs. Potter? Oh, Mrs. Potter. Yes, I know her. Her first name is, well, I actually don't know. We usually just refer to her as Mrs. Potter. And speaking of her, a couple of months ago at the country club, I noticed some bruises on her back while we were in the changing room. When I asked her about them, she said they were from a fall off a horse. Isn't that strange? I've never known Mrs. Potter to ride horses before. Aha, 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 aha. Ihr Mann, Victor, ist verstorben. Sie kann sich nicht daran erinnern, was, wie, wann, wo, was passiert ist. Aber sie hatte blaue Flecken. Blaue Flecken auf dem Rücken. Angeblich Sturz vom Pferd. Hallo Shiro. Was können über Victor Potter erzählen? Angst, Potter? Victor Potter. Oh, you mean Mr. Potter, Mrs. Potter's husband? Natürlich. Well, he's a prominent figure in vaudeville's high society. He's quite wealthy and influential. I've seen him at various social events, always surrounded by people eager to engage in business discussions with him. But why do you ask about him? Is there something specific you want to know? Starb er. Wait, I'm a bit confused. Are you asking about Mr. Victor Potter's death? I'm sorry, but as far as I'm aware, Mr. Victor Potter is still alive. However, I do want to bring to your attention that there have been 3 murders in vaudeville in recent weeks. The victims were Maria Jansen, Nicola Grossman, and Haley Greenwood. It's a terrible tragedy, and I'm determined to find out who's responsible for their deaths. Warte. Schrödingers Potter. Am Leben und doch tot. Das ist Schrödingers Potter. Und you don't say, es gab 3 Tote. Was können die mir über AfD erzählen? Das hatten wir doch gerade schon.
You know, Detective Martini, I've noticed something interesting lately. Mrs. Potter and Count Graveson have been spending quite a lot of time together. They've been seen together at various social events and even having private conversations. It sparked some curiosity among us in the high society. I wonder if there's anything significant about their connection. Have you noticed anything peculiar about their relationship? Wann hat das begonnen? Oh, I can't say for certain exactly when it started, but I began noticing their interactions a few months ago. It seemed like they became closer and started appearing more frequently in each other's company. It's not something I would usually pay much attention to, but it did catch my eye. Do you think there might be something more to their friendship? Well, Detective Martini, I must admit, I'm quite surprised by all this information. It's certainly intriguing to think about the connections and relationships within our small community. I wonder if there's any relevance to the recent murders. Could there be a connection between Mrs. Potter, Count Graveson, and the victims? It's all so mysterious, isn't it? Nein. Also, wir haben Nicola und Maria, die eifersüchtig auf Hailey waren, weil Hailey mit dem Grafen zusammen war. Jetzt stellt sich aber heraus, dass zusätzlich auch Mrs. Potter möglicherweise eine Beziehung zum Grafen pflegte, die nicht nur platonischer Art war. Wir finden das heraus. Was ist Ihre Potter? Mrs. Potter. Oh, she's a fascinating woman. We've known each other for quite some time, and I've always found her to be quite charming. We share a mutual interest in the arts and have attended many cultural events together. Is there a particular reason you're interested in our relationship, Detective Martini? Oh, no, my dear detective. Mr. and Mrs. Potter are not a couple. They have a wonderful companionship, but their love lies in their shared passion for the finer things in life. They make a formidable duo when it comes to hosting extravagant parties and supporting the arts. But as for romantic connection, I'm afraid that's not the case. Now, tell me, what else intrigues you about this enigmatic world we find ourselves in? Sind sie ein Paar? Mr. und Mrs. Potter sind kein Paar! Niemals! Nie und nimmer! Aber das war doch gar nicht die Frage. Das war doch gar nicht die Frage, Mann. So, ich kann auch noch im Zirkus Sexebar vorbeigehen, aber wir gehen vorher nochmal Mrs. Potter besuchen. Was ist Ihre Beziehung? Count Graveson, my dear, is quite an eccentric character, to say the least. We have a rather intriguing relationship, filled with peculiar conversations and unforgettable moments. I do enjoy spending time at his manor, surrounded by his oddities and curiosities. He always has the most fascinating anecdotes to share and strange antiquities to showcase. It's like stepping into a world of wonder and mystery whenever I visit him. But enough about Count Graveson. Let us focus on the matter at hand, shall we? Love, my dear, is a complex and elusive emotion. As for my feelings towards the enigmatic Count Graveson, I must admit there is a certain fondness that lingers in the depths of my heart. But love, that is a word that carries such weight and significance. Let's just say that the Count has a way of captivating my attention and stirring a sense of curiosity within me. Now, let's move on to more pressing matters, shall we? Sie versucht die ganze Zeit abzulenken. So, gehen wir mal gucken, wer hier ist.
Monsieur Sexabar. Ah, das ist der... Warte, sag nichts. Das ist der Chef vom... Nö, vom Cabernet. Cabernet Violett. Und da hat ja Haley gearbeitet. I'm afraid I don't know anything about Haley Greenwood or the locations of the murders. Oh, did she now? Well, that's news to me. But what does it have to do with the magnificent world of the circus? Okay. Cabernet Violet. Never heard of it. Now, let's get back to the fascinating realm of the big top, shall we? Okay. Monsieur Saxabar hat angeblich nichts mit dem Cabernet Violett zu tun. Obwohl er da der fucking Owner ist. Also ich habe das Gefühl, das Spiel möchte mich verwirren und das schafft es ganz gut. Ja, kann man schon mal vergessen, ne? Können Sie mir etwas zu Maria Jansen sagen? Maria Jansen. She was just another face in the crowd, my dear detective. Nothing more, nothing less. Ja, ja, ich verstehe das schon die ganze Zeit, Matze. Nicola Grossman. Just a name that means absolutely nothing to me. Merkwürzig, merkwürzig. Oh, die Kamera ist müde. Hallo, Kamera. Geht doch. So. Auch zu dem kann er mir überhaupt zu irgendwem über... er kann mir ja zu niemandem was sagen. Ist Ihnen in letzter Zeit ein Tier abhanden gekommen? No, I haven't lost any animals. Gab es merkwürdige Vorkommnisse? No, none at all. Super! Was kann er mir denn überhaupt? Was können Sie mir denn überhaupt sagen? Nothing, absolutely nothing. Ja, okay, damit haben wir das geklärt. Damit haben wir das geklärt. Er kann mir überhaupt nichts sagen. Super! Super! Ich merke ja schon, dass der Typ nichts mit mir zu tun haben will, ey. Ich finde es nur doof, dass ich nicht, dass ich nicht die Wohnung der Opfer mir angucken kann. Achso, zum Miss Potter wollte ich gar nicht. Ich wollte zur Police Station. Haben Sie etwas über ausgefunden? Oh, yes, I do have an Oh, cool. update for you, Detective Martini. It appears that Haley Greenwood, the 19-year-old dancer, was carrying a small journal with her.
We found it among her belongings at the scene. It seems to contain personal writings and thoughts, but we're still in the process of examining its contents thoroughly. It could provide some valuable insights into her life and potentially shed light on her connections and motivations. I'll make sure to share more detailed findings with you once we've had a chance to go through it more thoroughly. Yeah, Nikola Grossman, the finance man. Yes, he was quite renowned in his field, known for his expertise and success in the financial world. It's interesting to think about how his professional background might intersect with these murders. Perhaps there's a connection there, or maybe it's just a coincidence. We'll need to dig deeper and see if there's any relevance to his financial endeavors in relation to the crimes. I'll make sure to keep you informed as we uncover more information, Detective. Der soll auch zwei. Einmal ist er ein Ingenieur, der Maschinen gebaut hat für die Textilindustrie und jetzt ist er ein Finanzmann. Anything new about Haley Greenwood, you say? Well, let me think for a moment. Oh, yes, we did find something intriguing. It seems that Haley had a close friendship with Monsieur Saxabar, the owner of Le Cabaret Rouge. They were often seen together, engaging in deep conversations and sharing their love for the arts. It's possible that the relationship goes beyond friendship, but we'll have to investigate further to determine the nature of their bond. If there's anything specific you'd like to know about Haley or her association with Monsieur Saxabar, I apologize, but I'm unable to assist. Also. Ja. Eben. Es ist so interessant, dass mittlerweile, ne, alleine Haley hat 3 Jobs gehabt angeblich. Einmal hat sie in der Bäckerei gearbeitet, dann im Cabernet Violett und zusätzlich als Journalistin für die Vaudeville Times. Aber immerhin wissen wir jetzt, wie alt sie war. Das ist ja auch schon mal etwas. Wie alt? Toll. How old was she, you ask? Yes, let me see. Haley Greenwood, the unfortunate victim, was a young Das hatte ich schon girl, gefragt, ich Idiot. just 19 years old, barely starting her life. It's truly tragic to think that someone so young and full of potential had their life cut short in such a brutal manner. These are the things that keep me up. Ja. Maria Jansen, you say? Well, let me dig into my memory for a moment. Yes, if I recall correctly, Maria Jansen was 23 years old. A relatively young woman, just beginning to navigate her way through adulthood. It's a terrible tragedy that her promising future was abruptly taken away from her. If there's any specific reason. Nicola Grossman, you ask? Let me think for a second. Yes, Nicola Grossman was 57 years old. Quite a 57? difference in age compared to the other victims, wouldn't you agree? Digga. It's interesting to consider the dynamics of these relationships and the potential impact of such an Digga. age gap. Hatte, If ne? there's a particular reason you're curious about Nicola's age, do let me know. Ne, das stimmt nicht. Die Hausnummer von Haley ist ja die 12 gewesen. Aber Digga, der ist 57 und datet eine 19-Jährige. Und er hatte die 56. Hier passt die 23. Aber, Junge, der ist 57 und 19 ist schon eine ordentliche Hausnummer. Jetzt, wait a minute.
A fascinating topic indeed. Well, Miss S. Potter is a woman of timeless beauty, but if I were to venture a guess, I'd say she's in her early 50s. As for Super. Mr. Potter, he was a dashing gentleman in his late 50s. Age is just a number, my dear Detective Martini. What truly matters is the spirit and vitality within. Wouldn't you agree? Why, my dear detective, that's quite a personal question. But since you're so curious, I'll indulge you. Let's see. I have graced this world for a magnificent 6 decades and some change. Quite an Digga, impressive feat, was? wouldn't you say? But Der enough ist about me, über let's 60. focus on the mysteries at hand. Now, tell me, what else would you like to know? Graf Gräfen war mit Maria zusammen. Die war 23, Alter. 60 plus. Machen wir mal 60 plus drauf, weil genau hat das uns ja nicht verraten. Er hat nur gesagt 6 Jahrzehnte und noch einiges mehr. Also ist er über 60. Also die sind beide. Der Graf und Nikola. Vor allen Dingen, Nikola soll ihn geliebt haben. Also den Grafen. I finde es I finde es interesting. Very interesting. Hm. So. Also der Dude will weiterhin nichts von nichts wissen. Laut meinen Infos haben sie viel Zeit mit Bailey verbracht. Oh, really? Well, I'm afraid I can't help you with that. I don't know anything about Haley Greenwood's private life. Durchaus möglich, durchaus möglich. Also du kennst ja meinen Spielstand jetzt. Wen könnte ich denn jetzt noch irgendwas fragen, was mir weiterhilft? Ich meine, das fucking Tagebuch wäre ja schon fucking interessant. Gibt es Neuigkeiten? My Detective Martini, always seeking the latest news and updates. It seems that the world beyond vaudeville is abuzz with diplomatic crises and global affairs. But here, within the walls of our mort, we are enveloped in a different kind of reality. A reality of life's fleeting nature and the mysteries that lie within the realm of death. While the world may be consumed by its own chaos, let us focus on the task at hand. Unraveling the secrets that these tragic cases hold. Also, es hilft mir irgendwie nicht weiter. Und du sagst, der Police Chief ist nutzlos. Ich finde den Coroner wesentlich nutzloser. Ich weiß nämlich nichts. Also er kann mir auch nichts sagen. Haben Sie vom Tod von Mr. Potter gehört? Scheinbar nicht. Was können wählen? Super. Death, my dear detective, is a relentless adversary that we must confront in the pursuit of justice. It leaves behind a trail of questions and shadowed lives.
As a coroner, I am tasked with peering into the depths of mortality, dissecting the physical remnants left behind by those who have departed this earthly plane. It is a solemn duty, one that requires both a sharp mind and a compassionate heart. I understand the weight that rests upon your shoulders as you seek to bring closure to these haunting crimes. Du hilfst mir nicht weiter. Er hilft mir einfach nicht weiter. Gar nicht. Okay, ich hole mir mal kurz was zu trinken und dann bin ich gleich wieder da. So. Wenigstens mein eines Paket ist angekommen. Mach das. Kuchenhungermatze. So, der Zirkustyp möchte mich... Wer erzählt? Erzählen. Wie etwas. Why, darling, where do I even begin? I am the illustrious and enigmatic Monsieur Saxabar, the greatest lion tamer in the world. The master of the spectacular circus Saxabar. But enough about me, let's focus on solving this mysterious case, shall we? Über den du mir gar nichts erzählen möchtest. Weißt du? Du willst mir nichts über den Case erzählen, aber sagt, ja, wir müssen den zusammen lösen. Und ich glaube, dass er was damit zu tun hat. Wenn ich das richtig im Kopf habe, wir gehen nochmal in die Morgue. Wodurch starb Maria? Yeah. Well, my astute detective Martini, the cause of Maria Jansen's tragic demise is a puzzle that we have been diligently piecing together. Super. It pains me to say, but it appears that poor Haley Greenwood met her untimely and through a series of blunt force traumas to the head. The evidence suggests that she was struck multiple times, possibly with a stiletto shoe, as indicated by the fragments found on her body. The force and severity of these blows speak of a brutal and violent act. Such a tragedy, dear detective, to have a young and vibrant spirit extinguished in such a merciless manner. Oh, my inquisitive companion, you seek the color of the instrument that brought forth this tragic fate upon our beloved dancer. Alas, the color of the weapon, be it a stiletto or any other object, is but a detail that pales in comparison to the gravity of the situation. In the realm of forensic analysis, we focus on the objective facts, the wounds inflicted, and the impact they have on the human form. The color of the instrument may hold significance in terms of trace evidence or identifying potential suspects. But unfortunately, I do not have that information at my disposal. My role as a coroner is to examine the physical aspects of the case, and the specific details regarding the exact shade of the weapon are not within my purview.
However, I can assure you that the police investigators are diligently working to gather all relevant information to shed light on this heinous crime. Also war Haley diejenige, die zerfleischt wurde. Nee, Haley starb durch die Gewalteinwirkung. Ria. Meine Vermutung ist, dass Maria vom Löwen getötet wurde. So. Haley hatte eine Beziehung zu Mr. Sechsebar. Hat ihn dazu gebracht, Maria zu töten, damit der Weg für sie frei war beim Grafen. Und für Nicola. Das wollte Mrs. Potter nicht auf sich sitzen lassen, weil sie Nicola liebte. Deswegen hat Mrs. Potter Haley umgebracht. Und Nicola wurde vom Grafen umgebracht, weil er seine große Liebe Maria umgebracht hat. Oh. Maria Jansen. Such a tragic fate that befell her. But my Detective Martini, you do have a wild imagination. To think that I, a refined and elegant lady like myself, would stoop to commit such a heinous act. It's quite amusing, really. No, my dear detective, I assure you, I had no hand in Maria's unfortunate demise. But do carry on with your investigation. It's quite thrilling to see how the pieces of this puzzle come together, isn't it? Mhm. Well, I must say, the details of Haley Greenwood's death are rather gruesome and disturbing. It appears that she suffered a brutal attack, but as for the specific cause of her death, I'm afraid I don't have that information at the moment. The investigation is still ongoing, and our forensic team is working diligently to determine the exact cause. It's a tragic loss, and we're doing everything we can to bring justice to Haley and her family. If there's any other aspect of the case you'd like to discuss, please feel free to let me know. Yes, the unfortunate demise of Maria Jansen. It's a grim and unsettling scene, I'm afraid. So, you want to know more about the cause of death for poor Maria, do you? It was a brutal and tragic end for her, I must say. The details are quite gruesome, and I'm not sure if you're prepared to hear them. But if you insist, I can provide you with what we know so far.
Just brace yourself, Detective Martini. Erzähl endlich, Mann. What do you want to know exactly? The specifics of the crime scene, the injuries sustained by the victim. It's not a pleasant topic, but I understand the need for information. Oh, I see. You want to hear all the gory details, do you? Very well, brace yourself. The body of poor Maria Jansen was found outside her apartment in central vaudeville. She had suffered multiple severe lacerations and contusions all over her body. It was a truly brutal attack, I'm afraid. The cause of death, as determined by our forensic team, was severe trauma and blood loss. Will schon wieder nicht mit mir reden. Is there something specific you're looking for, Detective Martini? I must admit, I find it rather disheartening to dwell on the gruesome aspects of these cases. News, you say? Well, I'm not sure if there's been a significant development since we last spoke, but I'm always eager to stay informed. Do you have something in mind, Detective? Has there been a breakthrough in the case? My dear Detective Martini, your imagination knows no bounds. While the idea of a lion roaming the streets of vaudeville is certainly intriguing, I must admit that it is highly unlikely. The injuries sustained by Maria Jansen were indeed extensive and gruesome, indicating a frenzied attack. However, the specific pattern and nature of the injuries do not align with those typically inflicted by a lion. We must consider other possibilities, such as a vicious animal or even a deranged individual. Rest assured, we will explore every avenue to uncover the truth behind this tragic event. Okay, sie passen nicht zusammen. Maria, Maria, a name that dances on the wind like a forgotten melody. I must confess, my friend, that the knowledge of Maria's fate eludes me. The river murmurs no secrets of her demise, and the grass, though it rustles with a melancholic sigh, does not reveal her story. But fret not, for the answers we seek may lie in the embrace of the moonlight or the gentle caress of the morning dew. Detective Martini, I'm sorry if I seem a bit frustrated, but I can't help but feel like we're going in circles here. We've been discussing Mrs. Potter and Count Graveson, but I'm not sure how it relates to the investigation. Is there something specific about them that you think might be relevant to the case? I'm just trying to understand where all of this is leading. Mrs. Potter having a motive. That's quite a thought.
I must say, I've never considered her as someone who could have a motive for anything, let alone something as serious as murder. She's always seemed like a refined and respectable lady, but I suppose one can never truly know what goes on behind closed doors. Do you have any reason to suspect her, Detective Martini? My connection to the Count. I'm sorry, but I don't understand what you mean. Could you please clarify? Are you suggesting that I have a connection to Count Grayson? I assure you, I simply observe their interactions as an interested bystander. I don't have a personal connection to him or anyone else involved in this investigation. Das ist ja nun mal auch nicht richtig. Was passiert, wenn ich jetzt auf Accuse drücke? Have you made up your mind, Detective Martini? Wo sehe ich denn Pascal? Und Biagio. Detective Martini, you have such a fascinating aura about you. I can't help but be drawn to your mysterious presence. There's something captivating in the way you carry yourself. Have you ever been to a burlesque show before? It's an experience like no other, and I'd love to share it with you. Das ist, ja, hilft mir auch nicht weiter. Pascal, I'm not familiar with anyone by that name. Is Pascal a friend of yours? Or perhaps someone you're looking for? I'm always curious to meet new people and hear their stories. Tell me more about Pascal, I'm intrigued. Baidio, you say? That's an intriguing name. I must admit, I haven't come across a Baidio in my time here in vaudeville. Are they a performer as well? Or maybe a member of the audience? I'm quite fascinated by the connections we make with others in this world. Ja. Pascal, I'm sorry, but that name doesn't ring a bell. Perhaps Pascal is someone from outside of vaudeville. Okay. Baigio. Oh, yes. Baigio is my good friend. We often attend social events together and support each other's fashion designs. He's an incredibly talented tailor and has made many of my dresses. I'm sure you would be thrilled to know that you're interested in him. Well, Detective Martini, I can certainly arrange for you to meet Baigio. He's usually at his tailor shop, Baigio's Finery, on the east side of town. Just give me a moment, and I'll jot down the address for you. Perfekt. Oh, yes, Baigio knew Maria quite well.
They were close friends, and he was devastated by her death. He's been struggling to cope with the loss, and I've been trying to support him through this difficult time. I'm sure he would appreciate the opportunity to talk to you about Maria. So, mal gucken, ob ich dir erzählen kann. Natürlich nicht. I'm sorry, but I can't assist with that. Jetzt auf einmal sagt sie mir, sie kann mir da nicht helfen. Biagio's relationship with Haley. That's interesting. I didn't know they had a connection. Could you tell me more about their relationship, Detective Martini? It's quite surprising to hear that they were linked in some way. They knew each other. Really, I had no idea. It's fascinating how these connections are coming to light. What was their relationship like, if you don't mind me asking? Were they close friends or perhaps something more? No relationship. That's quite unexpected. Ach, I jetzt auf wonder if einmal. there's any significance to their lack of connection. It's puzzling how these different threads seem to intertwine and yet lead to dead ends. Perhaps there's more to uncover about their interactions, or maybe it's just a coincidence. Regardless, it's certainly an interesting piece of information to consider. Maria, what do you want to know? I mean, I knew her pretty well, but I'm not sure what else I could tell you. She was a good friend of mine, but it's still hard to believe that she's gone. Is there something specific you're looking for regarding Maria? Oh, all right then. It's just that you seem to bring up the topic of the victims, so I thought there might be something particular you wanted to find out about them. But if you don't have any more questions, is there anything else you'd like to discuss? Detective Martini. All right then, if you say so. But before you go, can I ask you something? Have you made any progress in solving the case? I'm quite curious to know if there are any leads or new Yeah, that's wonderful to hear, Detective Martini. I'm glad to know that there might be some progress in the investigation. I'm sure you're doing your best to uncover the truth and bring the perpetrator to justice. If there's anything I can do to assist you in your efforts, please don't hesitate to let me know. We all want to find out what happened and ensure the safety of our community. Biagio war Schneider. Der könnte theoretisch den Nikolai ermordet haben. Oder? Es war unser nicht sehr hilfreicher Dude aus der Morgue. Hallo Flub. Yeah, Nikola Grossman, a man of influence in the finance world. His departure from this realm was marked by a stab wound to the back of his neck, delivered with the precision of a butcher's knife. Indeed, Detective Martini, the modus operandi of these three murders presents a perplexing puzzle.
While the methods employed in each case differ significantly, there seems to be an underlying connection that binds them together. Maria Jansen's body bore the marks of a savage animal attack, while poor Haley Greenwood suffered from multiple blows to the head, potentially inflicted by a stiletto shoe. And as for the unfortunate fate of Mr. Nikola Grossman, a deep and fatal puncture to the back of his neck with a butcher's knife sealed his tragic end. Das hilft mir jetzt aber auch nicht weiter. Wie geht's dir, Flub? Alles gut? Vor gar nicht allzu langer Zeit. Gerade von der Erkältung. Ja, das Problem kenne ich. Ich bin immer noch dabei, mich von meiner Erkältung zu erholen. Nur noch ein bisschen Schleim im Hals. Und ab und zu ist die Nase dann auch mal wieder zu. Also, beziehungsweise, ich habe das Gefühl, dass die Nase zu ist, weil sich auf dem Weg zur Nase so ein keine Ahnung, so Rotze aufbildet, die dann halt davor liegt, wenn du redest, ne, dass es dich dann stört und dass du so einmal so schnaufen möchtest, damit das weggeht. Und das ist beim Casten halt besonders doof, wenn du die ganze Zeit schniefend da sitzt. Oder schnaufend. Total erwischt mit Fieber und Halsschmerzen, dazu dann ab und an Gliederschmerzen. Aber kein Corona, ja. Bei mir war es einfach nur Schnupfen und zwischendurch dann ein bisschen Husten, damit dieser ganze Schleim hier rauskommt. So. Sei froh, dass du es nicht hast, Flug. Sei froh. By Geo, you say. I'm afraid I'm not familiar with that name. Is Baigio somehow connected to the investigation? If there's any relevant information you can provide about this individual, I'd appreciate it. But I must admit, my knowledge is limited to the people and happenings within vaudeville. Pascal, you mention. Now that's a more recognizable name. Pascal. Yes, Pascal runs a grocery shop here in vaudeville. Quite a popular spot for locals to gather and stock up on their daily necessities. Why do you ask about Pascal, Detective Martini? Has something come up that involves him in the case? Oh, I see where you're going with this, Detective. It's an interesting thought indeed. You suspect that there might be a motive for someone like Pascal to harm Nicole Grossman. Hallo Daniel. Considering the proximity of his body to the grocery shop, it's certainly a possibility worth exploring. I must admit, I hadn't considered that angle before. We'll need to investigate further and see if there's any connection between the two. Thank you for bringing this to my attention, Detective. Let's dig deeper and see if we can uncover any evidence linking them together. Und ich habe mir gedacht, nachdem vorhin ja nach und nach alle abgehauen sind beim PUBG-Spielen, spiele ich jetzt Vaudeville. Hallo Froschi. Und versuche ein paar Morden auf den Grund zu gehen. Für alle, die es am Anfang noch nicht mitbekommen haben oder jetzt frisch mit dabei sind. Vaudeville wurde mir vom Studio zur Verfügung gestellt, damit ich hier ein kleines Review machen kann, beziehungsweise euch das Spiel zeigen kann. Und wer möchte, Ausrufezeichen Vaudeville in den Chat, so wie es auch im Titel steht. Da kommt ihr dann auf einen Link und könnt dann das Spiel, falls es euch interessiert und falls ihr selber auf die Suche nach dem Verbrecher gehen möchtet, dann auch euch das Ganze angucken. Das Ganze ist AI gesteuert und du warst es nicht, ja.
Und dementsprechend kann es auch sein, dass sich durchaus Sachen ändern und ihr andere Sachen herausfindet als ich. Matze zum Beispiel hat es auch schon gespielt. Durch den bin ich überhaupt mehr oder weniger auf dieses Spiel aufmerksam geworden und habe mich dafür beworben. Wow. Warte. Jetzt nicht mehr, Edge. Und ja, deswegen gucken wir uns das an und versuchen hier diesem Geheimnis auf den Grund zu kommen. Und ich finde es bisher ist es ein relativ interessantes Spiel. Vor allen Dingen, weil man das Ganze auch über die Sprache steuern kann. Sprich, ich könnte ihn jetzt auch mit Sätzen löchern. Es gibt leider nur eine Sprachausgabe auf Englisch. Die Untertitel allerdings, beziehungsweise der Text ist natürlich, wie man hier sieht, auch in Deutsch verfügbar. Noch in anderen Sprachen. Und man kann dementsprechend auch deutsche Fragen stellen. Ich muss nur mal überlegen, was könnten wir ihn denn noch fragen? Hat Pascal Zugriff auf Fleischermesser? Hallo Bommelina, danke für den Lurk. Hat Pascal Zugriff auf I can't Fleischermesser? say I'm surprised that the log was long. These murder investigations tend to be quite complex and time-consuming, after all. Das habe ich gar nicht gesagt. Hat Pascal Zugriff auf Fleischermesser? What is it that you're trying to convey, detective? You seem to have left your sentence hanging there. If there's something you want to discuss or inquire about, please be more specific. I'm all ears, as they say. Yeah, I see. So you're suggesting that because of his profession, being a grocer, perhaps he would have access to a lasher knife. That's an interesting point, Detective Martini. It's worth considering if there's any connection between the murder weapon and the grocery shop. Wird besser. We'll need Auf to Englisch funktioniert investigate es besser. further to determine if there's any truth to this theory. Let's gather more information about the knife and see if it leads us anywhere. Good thinking, Detective Martini. Die Sache ist, dass das Spiel, wenn man nicht die ganze Zeit Voice Commands macht, kann man das hier oben muten. Und wenn man dann theoretisch die Audioeingabe mutet, nimmt er trotzdem weiter auf im Hintergrund und versucht dann halt, sobald du unmutest, den Satz mit aufzunehmen oder mit einzuspielen. Was jetzt natürlich ein bisschen unpraktisch ist, weil er Sachen mit reinnimmt, die ich so gar nicht gesagt habe. Oh, Ellie. Da bist du ja wieder. Willkommen zurück. War es jetzt soweit? Oder kommt das erst noch? Ihr Paket ist da. Ja, das ist schön. Liegt auf meinem Bett. Wartet darauf, ausgepackt zu werden. Rondo Sneak Peeks. Sehr gut. So, gucken wir mal. Was könnten wir ihn noch fragen? Was könnten wir den Idioten noch fragen? Was könnte er uns sagen? Passt der Pulli immer noch? Was könnte man ihn noch fragen, den Herrn Polizisten? Die Sache ist, ich komme ja nirgendwo anders hin. Ich komme ja nur zu den Orten, die ich hier sehe. Das bedeutet theoretisch, ne, ich würde Biagio und Pascal, die würde ich ja gar nicht kennen. Weil, woher soll ich diese Namen kennen? Ja.
Wer hätte ein Motiv, Maria zu töten? Detective Martini, my dear friend, I must confess that I am as clueless as can be when it comes to the identity of Maria's killer. It's a perplexing mystery, isn't it? But let us put our minds together and ponder the possibilities. Could it be a scorned lover? A jealous rival? Or perhaps someone with a hidden agenda? The possibilities are endless, and I find myself eager to uncover the truth. What are your thoughts on this matter, Detective Martini? Jo, mach das. Bis dann, Ali. Tüten. Er könnte einen Grund haben, ihn zu töten. Nicola's demise, you say? How intriguing. I'm afraid I don't have any specific information about who might have a reason to harm him. But let's explore the realm of speculation, shall we? Perhaps there was a business rivalry, a personal grudge, or even a secret that Nicola held that led to his unfortunate fate. The mind wanders with the possibilities, doesn't it, my curious friend? Hm. Haley's murder, you say? Now that's a perplexing case indeed. I must admit, I'm quite intrigued. Haley was a vibrant and spirited young woman, and it's truly tragic that her life was cut short. As for a motive, well, one can only speculate. Jealousy, revenge, or perhaps a hidden connection we have yet to uncover. The web of intrigue deepens, my dear Detective Martini. What are your thoughts on this matter? Ich habe keine Ahnung, deswegen frage ich ja dich. Okay. Ohne Spuren? Hm. Kommt drauf an, wo du die Person hinbekommst. Irgendwo, wo viel Wasser ist. Ich habe gerade überhaupt keine Ahnung mehr, was ich wen fragen sollte. Oh ja, doch. Was stand im Tagebuch von Ellie? Haley's diary, you say? Well, I must admit, I'm not aware of any diary belonging to Haley Greenwood. If it exists, it's certainly something we should take a closer look at. Diaries can provide valuable insights into a person's thoughts and feelings, and it's possible that it could shed some light on her relationship with Nicola Grossman or any potential enemies she may have had. If you have any information about the diary's existence or whereabouts, please do share. Das hast du mir vorhin gesagt. Er hat mir vorhin gesagt, dass bei Haley ein Tagebuch gefunden wurde. Das wurde bei der Eiche. Yes, Maria Jansen's body. It's a tragic memory, I'm afraid. When she was found, there were signs of a struggle, and her body showed evidence of blunt force trauma. But as for any specific items found on a person, I'm afraid I can't recall at the moment.
It's been a while since we first investigated the case, and my memory isn't what it used to be. Haley Greenwood's body, you ask? Well, I must say, it's a disturbing memory, Detective. Her body was found in an alley behind the club where she worked. There were signs of a struggle, and it appeared that she had been attacked with a sharp object. But as for any specific items found on her person, I'm afraid I can't recall at the moment. Yeah, Nicola Grossman's body. Yes, I believe there was something found on his person. If I recall correctly, he had a small notebook in his pocket. It contained some scribbled notes and numbers, but nothing that seemed particularly incriminating. We couldn't quite decipher the meaning behind those notes, but perhaps it's something you could help us with. Detective Martini, do you have any ideas what those notes might refer to? Of course, Detective. I'll have them brought to you immediately. Perhaps you can shed some light on their significance. Super, ich würde sie gerne sehen. Zeig sie mir doch. Toll, mehr als 16 Seiten geht nicht. Also er hat ein Notizbuch bei sich gehabt. Ich kann natürlich keine Items sehen. Das ist ein bisschen doof. Bis später, Froschi. Hm. Ha, 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 ha. Ich hatte jetzt erwartet, dass er mir sie hier über den Chat zeigt oder so.
hilft mir auch nicht weiter. Das hilft mir nicht weiter, Chat. Nein, 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 nein. Okay. Ah, jetzt ist der Index weg. Mr. and Mrs. Potter. Yes, they were such a lovely couple. I remember seeing them at some of the shows here in vaudeville. They always had this aura of sophistication and refinement about them. It's such a shame about Mr. Potter's passing. I heard he was a vegetarian and would always order the mushroom soup at Coral. And Mrs. Potter, she was always so elegant, like a true lady. They seemed like such a loving couple, you know? It's heartbreaking to think of the pain Mrs. Potter must be going through. Mr. Potter's death. Let me think. I believe it was just a few weeks ago, before all these tragic events started happening in vaudeville. It's still fresh in everyone's minds, you see. But, you know, I think it's important for us to focus on the present and the future. We can't let ourselves be consumed by sadness and fear. We have to keep dancing, keep living, and keep spreading joy in this beautiful city. That's what Mr. Potter would have wanted. I'm sure of it. Er hat gerne die Pilzsuppe gegessen. Ich glaube, er ist an Pilzen gestorben. Und ich glaube, es hat mit dem Ganzen hier zu tun. Age. Well, you're asking about something outside of our beloved vaudeville, but I'll do my best to answer. From what I remember, Mr. Potter was a man of wisdom and experience, a true gentleman. I would say he was in his late 50s or early 60s, but age is really just a number. Isn't it? What truly matters is the spirit and vitality that shines from within. And speaking of spirits, have you tried the amazing cocktails at Coral?
They're like liquid art, so delicious and creatively crafted. Wahrscheinlich von Sarah, der Barkeeperin. Könnte man denn noch fragen? Also mittlerweile wissen wir immer noch nicht, ob er jetzt tot ist oder nicht. Das sagt uns bald das Zauberlicht. Mr. Saxabar. Well, I must say, that name does ring a bell. I'm not familiar with anyone by that name in vaudeville. Are you sure you have the right person, Detective Martini? It's possible that Mr. Saxabar is not someone from within vaudeville's high society. If you have any more information about him, I'd be interested to learn more. Okay. Monsieur Saxabar. Yeah, now we're talking. Monsieur Saxabar is not only the owner of the Cabane Violet, but he's also a dear friend of mine. We share a special bond, you could say. He's an incredibly talented magician and a true visionary. Monsieur Saxabar has a way of enchanting the audience with his tricks and illusions. But why the sudden interest in Monsieur Saxabar? Is there something specific you'd like to know about him? The circus. Well, Detective Martini, you certainly have an interesting imagination. But no, my dear, that's not quite accurate. While Mr. Saxabar does have a connection to the circus world, he's not the sole owner of a circus. He's actually involved in training a manticore, if you can believe it. Quite fascinating, isn't it? But let's not get too distracted by the circus. There's so much more to explore here in vaudeville. What else would you like to discuss, Detective Martini? Haley and Mr. Saxabar. Now that's an intriguing topic. I must admit, I don't know the details of their relationship, if there even was one. Love can be a complicated dance, don't you think? But let's not dwell on that for now. I'm more interested in getting to know you, Detective. Tell me, what brings you to the Cabane Violet tonight? Is there something specific you're searching for? Ah, stilettos. Such elegant and alluring footwear. I do love a good pair of high heels.
But what piques your interest in them, Detective Martini? Are you a fan of the glamorous and seductive world of burlesque? Or perhaps there's another reason you're drawn to the allure of those sleek, sky-high shoes? Because somebody Do share got your killed thoughts with by me. 'em. I'm quite curious to hear your perspective. Oh, my, that's such a tragic and devastating news about poor Haley. I had no idea she met such a terrible fate. How dreadful. It's truly heartbreaking to think that something as beautiful and empowering as a stiletto could be used in such a violent manner. But let's not dwell on the darkness, shall we? Tell me, what else can we discuss? I'm here to provide a little distraction from the harsh realities of the outside world. Kann ich ja gar nicht. I tame lions, my dear. It's a job that requires great skill, strength, and charisma. Manticore. Ah, that's rich. Oh, do you know, detective, that I have the most majestic, the most ferocious, the most incredible creatures in all of vaudeville. I don't need some mythical monstrosity to impress anyone. Das Spiel will mich an der Nase herumführen. Also ich glaube ja immer noch, dass die Gräfin ihren Mann ermordet hat. Quatsch, die Gräfin, die Mrs. Potter. Das ist aber gar nicht das, was wir herausfinden müssen. Well, my dear detective, the loss of Mr. Potter is a somber chapter in our investigation. His demise was a result of a severe cranial trauma, likely caused by a blunt force object. The force of the impact was significant, leading to a catastrophic injury that proved to be his undoing. It is a tragedy that such violence can befall an individual, leaving behind a void that can never be filled. As we delve deeper into this intricate web of darkness, let us strive to bring justice to those who have fallen victim to these heinous acts. Also jetzt sagt auch der Coroner, dass er tot ist. Oh, my inquisitive companion, you seek the whereabouts of Mr. Potter's final moments. It is a haunting question that lingers in the depths of my mind. His life was extinguished outside Pascal's grocery shop, a place that once bustled with the mundane activities of everyday life. Now, it stands as a silent witness to the brutality that unfolded within its vicinity. The streets of vaudeville, once adorned with the laughter and footsteps of its inhabitants, now bear the weight of this tragic event. Schau mal, na guck. Yes, my late husband, Victor, did meet his untimely end right here in vaudeville. It was a dreadful turn of events, I must say.
The flu took hold of him during our trip to India, and before I knew it, he was gone. Life can be so unpredictable, can't it? One moment you're exploring the wonders of a foreign land, and the next, you find yourself alone in the world. But we mustn't dwell on the past, must we? There are far more intriguing matters to discuss. Wouldn't you agree? Professions, my dear detective. How mundane. I'm afraid I have no knowledge of the victims' occupations. Ich will nicht die. Such trivial details do not concern me in the least. I prefer to focus on more captivating subjects, like the latest fashion trends or the delectable recipes I've been experimenting with. But do carry on with your investigation, Detective Martini. I'm sure you'll uncover all the fascinating secrets hidden within these walls. Gar nicht das, was ich gefragt habe. Das ist so überhaupt nicht das, was ich gefragt habe. Also so ganz gar überhaupt nicht. Ups, was habe ich jetzt gemacht? Ah. Da sollte das gar nicht hin. So. Frisch. Hallo. Alas, my beloved Victor departed from this world too long Vor years 2 ago. Jahren. It feels like an eternity since I last felt his warm embrace or heard his melodious laughter. The memories we shared are etched deep in my heart, and even though the pain of loss Ist noch nicht tot. lingers, Vor 2 Jahren. I must summon the strength to move forward. Life has a way of carrying on, whether we are ready for it or not. Now, enough about my melancholic musings. Let us turn our attention to something more delightful, shall we? Also, die wunderschöne AI, die wir haben, ist sich, glaube ich, nicht so ganz sicher, wann er jetzt gestorben ist. Das hilft mir nicht weiter. So gar nicht.
Bin mir chronisch unsicher, was ich noch fragen könnte. Ich meine, der sagt mir sowieso nichts. News, you say? I must admit, I haven't been keeping up with the latest happenings outside of vaudeville. My focus has been solely on these murder investigations. But if there's something specific you'd like to share or discuss, please do enlighten me. Detective Martini. I'm all ears, as they say. Chief, ich bin mir unsicher. So, ich glaube, wir hören jetzt auf. Und ich schmeiß nochmal Puppety an. Noch ein bisschen Puppety spielen. Vielleicht mit dem Dennis. Aber erstmal war das genug von Vaudeville. Wir haben das Rätsel nicht gelöst. Aber vielleicht ja nächstes Mal. Ich werde auf jeden Fall nochmal reinschauen. Der Kerl antwortet ja auch nicht. Dieser Herr Dennis. Der antwortet, der liest das wieder nicht. Der liest wieder seinen Chat nicht. Also sein. Stimmt, Tom. User was moved out of your channel. User was moved out of your channel. Hallo, halli, Der hallo. liest auch wieder seine Nachrichten nicht, der Kerl. Was für eine Nachricht? Ja, Steam. Digga. Ja, Bro, auf Steam, da gucke ich nicht drauf, bin ich ganz ehrlich. Steam gucke ich nicht. Dann guck Bei da. mir ploppt auch nichts auf. Warum nicht? Ja, weil ich das alles ausgestellt habe. Warum? Weil ich, wenn ich streame, dann gucke ich auf Schlimm mit dir. Stream und nicht auf die Leute, mit denen ich, also da gucke ich da nicht drauf. Ich gucke da meistens danach oder 2 Tage später erst da drauf. Ja, aber da kann ich ja, das kann ich ja nicht hören. Wenn ich Ja. wenn ich selber live bin, dann schreibe ich dir da, wo ich dir schreiben kann und nicht da, Ja, wo ich gebe ich dir recht. dich hören Ja, muss. alles gut, verstehe ich, verstehe ich. Aber nichtsdestotrotz, also, außer jetzt sagt, wer ist denn da jetzt noch? Skopler, Tom. Wäre das für dich fein, Tom, wenn du heute eventuell einmal aussetzt? Ich kann schon aussetzen. Das wäre sehr nett, weil ich möchte jetzt, Ich bin ja wenn wir jetzt immer derjenige, der aussetzt. So, alles gut. Du kannst auch mit Echt? Tom spielen. Nee, alles ist gut. Also wenn ich jetzt danach gehe, wer als erstes da war, warst du halt der Letzte, der gekommen ist irgendwie. Deswegen muss ich jetzt gerade fragen. Lass nur mit irgendwie ein paar Runden spielen. Es ist okay. Und Tom, danke dir. Dann werde ich das nächste Mal, wird dann jemand anders da Platz machen, wenn du mit dabei bist. Das ist ja gar nicht richtig. Ich habe dir schon um 2 nachgeschrieben. Ja, aber wie gesagt, irgendwie, da gucke ich nicht drauf. Ja, das ist ja nicht mein Problem. Ja, doch, ist es in dem Fall. Du hättest es so machen müssen wie ich. Du musst so machen wie die anderen. Du musst einfach schon mal im TS sein. Ich muss ihn einfach direkt zack in die Lobby reinjoinen. Ich meine, wann war ich hier? Um 51. Ja, du warst ein bisschen früher. Aber ja gut, Tom, ich danke dir, dass du Platz machst. Wenn Platz frei wird, dann sage ich nochmal im Chat Bescheid. Ich danke dir trotzdem. Ich danke dir auch, Tom. Aber jetzt habe ich das Vergnügen und darf mal wieder mit Invi spielen. Also, Mal wieder, danke, haben wir überhaupt schon mal zusammen gespielt, Floppy? Boah ja, das ist aber bestimmt schon 2 Jahre her oder so.
Wenn nicht noch länger. Oder noch länger, ja. Könnte sein. Ich Bist du fand schon ein anderes online? Game eben sehr interessant. Irgendwie? Ja, Ja, ich bin online. Achso, ja, warte, ich habe ja vorhin mit Ibba gespielt, die hat im Dingens-Mode gespielt. So, jetzt dürfte es mich sehen. Weiter von oben. Der Art Guy. Ich habe ja vorhin mit Ibba gespielt und mit Taryn und mit Wooly. Und Ibba hat ja auf dem Demo-Mode gespielt, deswegen konnte man mich da nicht sehen. Ja, das ist auch tatsächlich relativ interessant, das Game. Mhm. Aber es bringt einen auch komplett durcheinander. Das glaube ich. Ich bin jemand, der gerne Krimi-Dinner und sowas macht. Ja. Da gibt es ja auch, sag mal, Brettspiele von. Ist ja kein Brettspiel, Ja, sondern so jeder kriegt da seine Rollen und so. die Exit-Game-Serie und Ja, so. die Exit-Games mag ich auch gerne, aber auch so Krimi-Dinner, wo jeder seine Rolle einfach bekommt. Du hast dann da so ein Heft quasi. Ja, du, ich kenne die, ich kenne die. Die sind auch nice. Spiele ich Ja. fast jede Woche aktuell. Dann könnte vaudeville tatsächlich auch was für dich sein. Ja, eben. Ich denke, guck's mir mal an. Aber musst du selber mitschreiben eigentlich? Du solltest dir auf jeden Fall, also du hast ja ein Notizbuch Notizen dabei, wo du dir machen die und so. Notizen machen kannst. Das wird auf jeden Fall nicht automatisch reingeschrieben. Okay. Aber es sind jetzt natürlich auch Sachen, die da passieren, wo du halt so denkst, okay, was möchte jetzt diese AI von mir? Das ist ja alles AI generiert, ne? Und da ist ja zum Beispiel der eine Mr. Potter. Der ist tot und lebendig gleichzeitig. Das ist Schrödingers Mr. Potter. Ah ja. Die einen sagen, hä, wie, der ist tot? Der ist nicht tot. Und die anderen sagen, ja, der ist gestorben. Und dann sind sie sich nicht mehr sicher, wann er gestorben ist. Die eine sagt vor ein paar Wochen. Der nächste sagt vor 2 Jahren. Ja, gut. Das ist auf jeden Fall sehr interessant. Dann wurde gesagt, ja, wir haben bei der einen Leiche ein Tagebuch gefunden. Dann hieß es, wir haben nichts bei der Leiche gefunden. Dann hieß es, bei der anderen Leiche wurde ein Notizbuch gefunden. Aber was da drin steht, kann man mir nicht sagen. Das ist, ja, auf jeden Fall. Aber lügt die AI. Führt die dich absichtlich auch teilweise auf eine falsche Fährte? Nee, so, nee, wenn nee, die das glaube ich selber- nicht. Das ist einfach nur, weil die AI lernt ja mit, was du weißt. Okay, ja. Und, also, beziehungsweise die lernt ja mit durch das, was du halt eingibst, auch an Fragen und Co. Und teilweise musst du halt aufpassen, wenn du halt Fragen stellst zu bestimmten Leuten, dann kann es durchaus auch sein, dass diese Fragen, wenn du die Namen nicht dazu schreibst, dann auch auf andere Leute angewendet werden, sozusagen. Also, Ja, ich denke, ich schaue mir das mal an. ist auf jeden Fall ganz cool. Ich Du würde musst Gang 9 aussuchen. gehen. Da ihr alle folgt, Ja, entscheide ich das jetzt. mach das. Kannst ja bei mir über den Chat dann gehen, mit Ausrufezeichen vaudeville. Ja, habe ich Aber eben hast du ja, schon. glaube ich, vorhin schon. Ja, genau. Da freuen die sich drüber. Mittlerweile mache ich ja ein bisschen mehr Variety als vorher. Aber das bringt mich wenigstens dazu, ein bisschen So. mehr zu streamen. Da bin ich wieder. Schön, Willkommen dass ihr da zurück. Mimi. Schön, dass du da bist. Direkt Da bin ich wieder und schon wieder gemutet. Okay, ich muss Wir haben 2 Teams dabei, ne? Okay, ich muss Double Shotgun und MP. Achso, nee, ich muss Vector K jetzt spielen. Digga, im Wir haben Ranked. 2 Teams dabei. Ja, das mache ich immer im Ranked auch. Lass mal links fliegen, irgendwie so hier zu gelb. Ja. Einfach nach links abdrehen. Alle zusammen. Einer geht mit. Orange da, aber. Nee, drehen weg. Ich komme mit bei dir rein. Einer ist bei grün in der Nähe gelandet. Hier auf dem Dach ist einer orange. Run. Auf dem Dach liegt eine Barrel, Dennis. Vector K brauche ich. Ach so. Da war ja was. Hallo Ricoli. Wie geht's dir? Vector K, da sind die wenigstens Unten noch drin bei wenig. Orange. Blau.
einer in der Halle gelb. Oh ja, lieber die AK. Vielleicht auch 2 gelb. Ja. Das bitte. Irgendwas war auf blau gelandet, ne? Genau. Ja, blau ist was drin Hui. und gelb in der Halle ist auf jeden Fall was drin. Wie gesagt, bei grün ist auch noch was. Aber jetzt finde ich hier die Ork, Alter. Und da ist der Helm weg. Das war der von blau. Der ist Knock. Der Blau. Alter, nicht. Der ist in die Halle gelaufen hier. Stark. Oh. Ich geb gleich einen Vektor für dich, wenn du. Ich kann dir nur eine UMP gerade Ja, anbieten. die verdammte Maus abmachen, Alter. Das war ist auch pushen. stark. Ich habe einen rechts gekillt. Ja, wir gehen ja gerade hier vor. Irgendwie, du musst gerade einfach nur halten. In welche Richtung? Ah, der liegt ja auch noch Knock. Stark. Ja, ich würde den flaschen. Nimm den Flash damit. Also wenn du willst, können wir jetzt kurz tauschen, weil sonst zählt Okay. meine Challenge nicht. Oh, was hattest du da drauf alles? Alles, nimm ruhig. Nee, ich habe auch schon alles, deswegen. Das kann ich alles abgeben. Nimm hier Hier ist die die Ace, alles Munition. Hast du noch Munition für mich? Ja, ich hab die. Oder hast du genommen? Ja. Also irgendwas ist nicht noch hier vorne auf der Ecke. Das waren ja 2 Teams, ne? Und die schießen auf die andere Seite rüber. Ich habe hier noch 60 Schuss hingelegt. 7er. Alles. Flash. Auf grün oben. War der nicht erwischt. So, meine Freunde. Also mir geht es soweit wieder besser. Ich hatte ja ein bisschen mit Erkältung zu kämpfen. Aber ich habe immer noch so ein bisschen Schleim im Hals. Das wird... Wo hattest du die 7er hingelegt? Und ich hab sie, hier, wo ich drin Ich bin. glaube, der hat auch keine Ahnung, dass ich hier bin. Auto. Komm mal Richtung Uni. Schade. Autos Richtung grün. Da wurde da auch beschossen. Also, beziehungsweise hat hier vorne angehalten und ist dann Richtung grün gelaufen. Wollte es hier. Ich brauche eine K oder eine M24. Kann ich den nicht mit... 20 lag doch gerade da bei uns. Ja? Wir geswappt haben, ja. Oh, nice. Dann gehe ich da zurück. Aber irgendwer hat die mitgenommen. Ne, hier liegt eine. Der hockt hier drin, ne? Linke Seite. Hat einen Headshot, glaube ich, oder Volley. Und noch ein Tag. Ah, fuck. Bin Oh, safe. jetzt habe ich keine Munition mehr dabei. Hast du noch vielleicht so 20 Schuss 7er? Ja, kommst du rüber Ah, oder? ich komm, ich komm ich zu komm euch, lieber ich komm zu- runter. Ja, wir kommen zu euch, dass wir zusammen spielen. Der ist tot, der dich genockt hat? Mach am besten hier die Tür zu. Grün ist auf jeden Fall noch was. Hast du ein First Aid? Ja, mein einziges hier. Ich habe 4 Stück. Ich leg unten noch 2 Stück rein. Jo, danke dir. Dann nehme ich mir auch noch eins. Und wo schießt der auf dich? Auf
grüner Marker oben, aber nicht sicher. Einer muss auch noch nach links gucken, Jungs, ja? Nicht, dass wir jetzt alle hierher fokussen. Meine war grüner Marker oben in der Tür. Ja, ist er auch. Oh, er hat einen genockt. Einer ist noch in der Halle. Wen hat er denn genockt hier vor uns, der? Einer ist noch Keine in der Ahnung. anderen Halle. Wenn nicht, geht ihr jetzt zu dritt links rum, da dran, bei Gelb, ins Haus rein. Dann pusht den einfach zu dritt. Aber. Oh, ich sehe den nicht, ich hoffe, er schießt. Ah, das Der- war den. Oh, shit, hier ist direkt einer. Wo, Direkt was bei hast du? mir. Unten drin bei dir, oder was? Ja, der war in dem Haus nebenan. Ja, er ist zu schnell vorgepusht. Auf Rot ist noch Also einer der ist direkt drin. neben Skobler. Direkt links von dir. Da ist er noch. Der ist wirklich close, 1 Meter neben mir. Ne? Ja, habe ich doch gesagt, direkt neben dir. Dann lass einfach zusammen... Oh, shit. Wir müssen darüber Flug, wir müssen jetzt für Skobler spielen. Ist der bei dir da im Haus drin, oder wo ist der? Ne, der hat mich von Fahr genockt. Ja, aber Einer ist direkt im Haus hier. Einer ist jetzt close im Haus, glaube ich. Wir können das Auto hier nehmen. Ich sitze Okay, drin. echt weit in die Zone. Sollen wir einfach fahren, oder was? Ja, komm. Oh no. Fahr rechts rum einfach. Ja. Das war schon knapp. Das war ein knappes, der wäre da jetzt einfach rausgepusht, der Boy, dann wären wir dead gewesen, glaube ich. Ich habe keine Smokes mehr. Falls einer noch eine im Kofferraum legen kann. Nur eine. Ey, wer denkt auch, dass da schon wieder in diesem verdammten Haus einer campt, Alter? Das ist der, den ich vorhin schon beschossen habe. Bei dem ich dachte, der ist weitergelaufen. Der ist einfach da drin geblieben. Warum ist der überhaupt rangekommen? Hallo, Linatü. Ja. Danke dir nochmal für den Follow. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Er ist jetzt tot. Hat noch mal einen genockt, aber jetzt ist er tot. Ui. Fliegen hier aber auch schön durch die Gegend, die Jungs. Nur Fliegen ist schöner, oder was, Dennis? Ist so. Ja, natürlich. Ja. Unser Sprit neigt sich langsam. Steigt ihr zwei hier aus? Oder nur einer? Oder zwei, ja. Bin mal gespannt, wann die das Problem von meiner Maus fixen, ey. Das ist nicht so schlimm, Leben neigt sich doch nicht. Morgen caste ich. Gegebenenfalls bekomme ich noch einen Co-Caster dazu. Im Moment sieht es so aus, als würde ich solo Was castest casten. du denn? Hm? Was castest So, warte. Achso, ja. Ich bin so dumm, Alter. Ich dachte, ich habe mich gemutet, aber ich habe mich im Discord gemutet. Morgen ist PGC-Cast. Oh, nice, stark. Ich bin natürlich im Teamspeak nicht gemutet, sondern im Discord. Ne. Hilfreich. Hilfreich. Und ich denke die ganze Zeit, ich bin gemutet. Nein, bin ich nicht. Nee, was Aber dadurch sind wir jetzt auch informiert. Ja, das seid ihr, das ist richtig. Übermorgen castet dann, wenn ich das richtig im Kopf habe, Kai mit Soldier. Und am Lass mal Sonntag vor uns hier zu Party. Mit wem ist noch nicht sicher. Der Beifahrer ist, kann man scouten dabei? Ich sehe nichts bisher. Ja, jetzt Da bin ich auch steht auf dem ein Teamspeak Auto gemutet. drin. War eigentlich nicht so geplant, dass ich die alle unterhalte, die Jungs. Zwei Autos. Geht davon aus, dass hier was ist. Da hinten steht auch ein Auto.
Wenn Also wie ihr bei euch gesagt, durch morgen seid, auf kommt jeden zu Fall mir in mit die mir Halle dann hier. ab 12. Ich habe ja immer noch Urlaub. Und dann Samstag und Sonntag Okay, mit. Jungs, kommt bitte zu, Ich bin bei dir schon an der Halle. Ja. Das ist jetzt auch nur, weil also Okay, eigentlich let's war ich go. für morgen nicht eingeplant, Den aber sehe ich jetzt. beide Smokes Caster, sind die hinten. für Lass mal morgen rüber. Wir gehen eingeplant rüber, waren, also wir gehen rüber. Kati Die wollen wahrscheinlich dann wieder auf und uns Kai, zulaufen. Die haben fighten wahrscheinlich morgen mit den keine Brücken Zeit. gerade, gelb. Und dementsprechend springe ich dann morgen ein. Hier fährt ein Auto gerade Das ist hoch. egal, das ist egal. Kommt mit, komm. Weil ich weiß nicht, was Kai hat, aber Kati hat ein Bewerbungsgespräch morgen. Dafür drücken wir natürlich die Ja, Daumen. das war auch mein Plan. Deswegen habe ich Ey, sie da stand ein gecallt. geskinntes Auto drin. Ihr habt hier irgendwo Freunde, Dennis. Wir sehen Crosshair gegen Er geht erstmal wieder zurück. Geh du auch ein Stück zurück, ich bin auch schon zurück. Das ist. Das war jetzt auch irgendwie Komm schon zurück, vermeidbar, der dass ich dann noch gegangen bin. Ne? Also, Die sind jetzt gegenüber und bei uns. ich meine, er sieht in der Garage den geskinnten Dingens. Da muss doch klar sein, dass hier irgendwo Gegner sind. Hä, du hast den doch gerade genockt. Wo ist denn der hingeflogen? Der liegt. Der ist im Jump, glaube ich, durchs Fenster geflogen. Null. Schade, nicht genug HP gehabt. Gobbler, ich call dir, dass du da nicht hinlaufen sollst, dass du da stehen bleiben sollst, dann lauf nicht weiter vor. In dem Moment. Weil ich weiß ja, dass die Leute da an die Ridge fahren. Ich dachte, die sind nur rechts, sorry. Nee, deswegen, wenn ich deswegen da hören, wow, was ist denn da los? Was, wo? Ist schon gut. Aber bei mir schneit's schon den ganzen Tag. Hast du dem Wettergott gesagt, er soll das nicht machen? Nein, vergessen. Bei mir hat es aufgehört zu schneien, aber mein Auto ist zugefroren. Nee, bei mir ist alles weiß hier langsam. Ja, das war es heute früh. Das wird wahrscheinlich morgen früh auch wieder so sein und übermorgen und das stört mich. Beziehungsweise übermorgen geht's, aber Sonntag stört mich das, weil Sonntag muss ich früh losfahren. Oh. Also ich glaube, das wird bei mir die ganzen nächsten Tage so aussehen. Gar keine Lust. Boah, Sonntag, wenn ich Sonntag schon sehe, ne? Minus 10 Grad bis minus 1 Grad. Ja, moin. Digga, ich muss Sonntag dann so viel kratzen, das ist überhaupt nicht cool. Überhaupt keine Lust drauf. Das vor allen Dingen bedeutet das, ich muss noch früher aufstehen, damit ich die ganze Scheiße vom Auto machen kann. Mhm. Schön erstmal um 6:30 aufstehen hier. Geht das hier auch nochmal los, oder was? Apropos, ist Prime gerade im Chat? Ist er. Prime, was ist da los bei euch?
Oh ja, wir kennen die. Schön. Mhm, mhm, mhm. So, da bin ich wieder. Wo waren wir hin? Willkommen zurück. Hast du jetzt mittlerweile alle Klempner-Probleme gelöst im Chat? Ja, also was gelöst, würde ich nicht sagen. Ich habe meine Deinen Senf Ideen dazu gegeben. abgegeben, die sie dann entscheiden müssen, ob sie das machen wollen. Lass mal zu Trika. Trika, ja. Ja. Sah gut aus. Dennis, ich habe wieder eine funktionierende Heizung. Es ist so schön. Das glaube ich dir. Man merkt erst, wie gut man es hat, wenn mal das Warmwasser ausgefallen ist, wenn mal die Heizung ausgefallen ist und im schlimmsten Fall, wenn wirklich mal das Wasser abgestellt werden muss wegen einem Rohrbruch. Erst dann, sage ich euch, merkt man erst, wie gut wir es hier in Deutschland haben. Das ist korrekt, ja. Das ist echt Wahnsinn, was auch teilweise, wie frech manche Kunden werden, wenn du sagst, ah ja, wir müssen das Wasser jetzt abstellen, weil wir können das jetzt nicht reparieren und denen dann alles also das komplette Gesicht entgleist und die sich einfach nur noch, also wild, sage ich euch, was da schon alles passiert ist. Ich habe ja das Problem gehabt, dass, also was heißt das Problem? Jerry hat es schon ganz gut analysiert, nachdem ich ihm erzählt habe, was das Problem ist. Bei mir war der Durchgangsbehälter. Durchlauferhitzer? Nee, nicht Durchlauferhitzer, sondern in der Therme der Durchgangsbehälter oder Ausdehnungsgefäß? Das Ausdehnungsgefäß, genau. Das Ja. war, da war die Gummimembran kaputt. Ja. Okay, ja, gut, und dadurch hast du immer Druckverlust gehabt wahrscheinlich. Genau, Druckverlust halt und hab halt die ganze Zeit, also das Gefäß kann irgendwie 80 Liter oder so, meinte der Installateur von uns. Und dadurch habe ich halt immer schön nachgefüllt und dann war es mal wieder für, keine Ahnung, 20 Minuten warm und danach war es halt direkt wieder kalt. Ja, kleiner Tipp fürs nächste Mal, wenn sowas passiert, du kannst das so machen, wenn du das auffüllst, das Gerät wieder, dass Druck drauf ist und du dann die Heizung anmachst, dass du dann musst du halt die Zeit nehmen, eine halbe Stunde dich nebendran stellen und wenn das dann anfängt zu erhitzen, fängt es ja an, der Druck viel zu hoch zu werden. Ja. Und dann musst du halt dementsprechend, wenn es anfängt zu heizen, einfach den Hahn aufmachen, wo du aufgefüllt hast, dass der Druck wieder weniger wird. Und dann pendelt sich das nämlich im Betriebsdruck, pendelt sich das dann irgendwann ein, weil irgendwann ist das warm, also das kalte Wasser in der Heizung dann so warm überall, dass sich das nicht mehr wirklich ausdehnt und dann bleibt es auf dem Druck stehen. Und so kannst du es umgehen, dass es dann halt nach 20 Minuten, wie du sagst, wieder ausfällt. Nur das Problem ist dann halt, das müsstest du halt jeden Tag einmal machen und dann läuft das dementsprechend dann immer einmal am Tag, weil das in der Nacht natürlich wieder alles abkühlt und dann der Druck wieder runtergeht. Ja. Ja, wie gesagt, es läuft jetzt erstmal wieder und ich denke, das wird auch nicht so schnell wieder passieren. Ja, sollte normal jetzt wieder 10, 15 Jahre halten, das Ding. Ja, der Dude macht ja sowieso immer relativ, also was heißt relativ, der macht ja immer regelmäßig Wartung durch meine Vermieter. Von daher. Ich brauche Mikro-Uzi und Double Shotgun. Hier ist Double Shotgun bei mir, aber ich habe die Dreierweste markiert. Ja, ich habe Double Shotgun, habe ich jetzt auch. Also Extended und roter Griff liegt auf meinem Tom, danke dir für deinen Follow. Die Dreierweste. Schön, dass du da bist. Und daneben ist nochmal eine Dreierweste.
Wär's übrigens wahrscheinlich der bessere Part gewesen für die Spiele. Gott, komm hier hoch. Da. Wenn ihr ein Compi SMG seht oder ein erweitertes Mac SMG, callt mir mal bitte. Erweitertes Mac. Was du immer für Wünsche hast, Alter. Hier ist noch eine Dreierweste. Sorry, dass ich diese Aufgaben gestellt kriege. Da noch ein Flashhider für MP. Was dein Chat immer will, Alter. Das ist alles Prime. Das grenzt ja schon fast an, ne? Das grenzt ja schon fast an Dingens, Ah, hier, guck mal, hier ist ein Quick-Draw-Mac. Schade. Alles Prime. Prime ist schuld. Böser Prime. Prime hat 4 Waffenkombis rausgehauen und die sind alle die ich jetzt gerade spiele. So, hier sollte ja theoretisch in der Halle an der Wand eine Crowbar hängen. Tür auf. Kann ich eigentlich einem Zuschauer die Kanalpunkte wegnehmen? Willst du die Prime alle wegnehmen? Das kann man doch machen, oder? Ich glaube nicht. Nicht, ne. Doch, theoretisch kann man das, glaube ich. Kannst die Funktion an sich wegnehmen. Ich weiß nicht mehr genau, wo die Funktion war, aber theoretisch geht das. Also ein Kompi-MP hätte ich, wenn du brauchst. Also es wäre schon ziemlich interessant für mich und für Prime, diese Kombi, dass das wieder funktioniert, dass man das wegnehmen kann. Muss ich jetzt mal kurz so in den Raum schmeißen. Ja, damit der arme Prime sich alles wieder neu erfahren muss. Ja. Brauchst du den Kompi noch? Ja, ich brauche auch immer noch eine Mikro-Uzi. Oh, ja, das ist natürlich noch wichtiger. Hier ist ein Extended Mac. Kannst du mit dem Kompi werfen. Ne? MP. Also ich habe keine Mikrozi hier gesehen. Auch noch keine gesehen. Hat sich die Dreier-Weste wieder geholt? Hier liegen 2. Also auf Rot liegt noch eine hier. Wenn Dennis die nimmt. Ja, Dann ist noch eine, eins weiter. Ja, eins weiter ist noch eine. Ich markiere sie. Was suche ich jetzt eigentlich? Mikro-Uzi. Ja, die Mikro-Uzi für Dennis. Ja, eigentlich ich brauche auch nur noch diese Mikro-Uzi. Und ein Patronengurt würde ich noch nehmen. Auch das noch? Ja, auch das noch. Die richtig schlimmen Bedürfnisse muss noch schlimm. Patronengurt liegt hier. Wo ist hier? Du bist da, dann komme ich direkt zu dir. Grüner Markt direkt. Hier gibt's keine Mikros. Ja, also ich spiele schon MP5 jetzt dafür extra. Und vierfach. Braucht wer ein achtfach? Ja, nein, vielleicht. Achtfach würde ich nehmen. Liegt auf dem Marker. Das Schlimme ist, Dreierweste ist auf meinem Marker noch in. Prime würde mir niemals diese Kombis reindrücken, wenn er selber mitspielen würde. Der Gauner. Natürlich nicht. Dann wird er ja im Zweifel Minuspunkte machen. Ja. Der kleine Gauner. Macht er nur bei uns jetzt. Böser Primi. Dem helfe ich nochmal auf der Jobsuche. Da. Tu das nicht. Obwohl, eigentlich muss es tun, weil dann kann er nicht mehr so viel zugucken. Das heißt, er sammelt nicht mehr so viele Punkte. Oh mein Gott, ich habe mir wehgetan. Ich habe 2 HP verloren. Hier ist ein Kompi SR bei mir hier oben. Gelb. Keine Ahnung, hier gibt's keinen Mikro-Uzi in der ganzen Stadt scheinbar. Ja, ich finde auch, es gibt keine. Also Ich habe eine Bison gefunden. Ja, ich Komm, habe MP5. hab eine MP5, dann hat Prime halt Pech. Ich habe alles gegeben jetzt hier. Hast du den Kompi trotzdem? Ja, technisch noch. Also, wir haben ja jetzt alle danach geguckt. Alles durchgeguckt. Gibt's hier auf Weekendy einfach nicht die MP. Ne, gibt's nicht. Gibt keine Mikrozi auf Weekendy, deswegen gibt's ja die MP5. Gibt kein Bier auf Hawaii, es gibt kein Bier. Was? Kennst du nicht? Doch, doch, aber was? Ja, es gibt kein Bier auf Hawaii und keine Mikro-OC auf Weekendy. Ja. So wird's sein. Vielleicht von jemandem mit einer Mikro-Uzi getötet werden, bin ich sauer. Und so ein bisschen, ne?
Wenigstens Flo, das du musst erste. mal ein bisschen deine Tastatur, glaube ich, oder deine Einstellung ein bisschen also unsensibler machen. Man hört dein Rumgetappel da. Sicher, dass es meine ist? Ja, das war deine. Ich habe gerade in dem Moment geguckt. Diese Klick, 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 Klick. Ich habe mich nämlich nicht bewegt, deswegen. Nee, du hast aber was geschrieben gerade. Ja, das hat man alles gehört, mein Freundchen. Wo wollen wir denn hin? Aber ich habe ehrlich gesagt noch nicht geguckt, deswegen kann ich das jetzt gerade noch nicht sagen. Ja, kannst auch noch 14 Sekunden warten. Inwie, schneidest du eigentlich Videos und so zusammen? Dies, das, Ananas? Nö. Nö. Warum? Schneidet jemand? Ja, weil ich gucken möchte. Lass mal unten an der Klippe entlang fahren durch den Villa. Weil ich gerne mal ein paar Infos haben möchte mit kostenlosen Schneideprogrammen, welche da cool sind und welche nicht. Windows Movie Maker. Windows AVD-Mux kannst du für sowas zum Beispiel nehmen. Bitte was? AVD-Mux. AVID-Mux. Das ist ein kostenloses Programm, was relativ einfach zu handeln ist. Noch einfacher ist nur Camtasia, aber das kostet. Wo wollen wir denn hin? Noch weiter? Oder fahre ich jetzt vor und lotse uns alle in den Untergang? Zurück in den Untergrund mit all deinem Hass. Denn es das erste von meinen Kino-Upgrades ist angetroffen. Was machst du für Upgrades? Ich habe jetzt einen neuen Beamer gekauft und einen neuen Receiver. Mein alter Beamer konnte nur Full HD und der neue kann jetzt 4K. Nice. Beziehungsweise 2960. Lass mal hier rechts den Compound nehmen. Ja. Ja. Oben drin einer. Am Fenster. Einer ist da hinten gerade rausgesprungen, gelb. Der läuft auf die... Ja. Sitzt in der Küche drinne. Gilly ist unten rein. Ja. Sorry für meine Blue Zone. Ist gut. Aber er hat auch eine gespielt. Da sind 2 noch drin. Auf der Rückseite. Ach Mann. Oh, sorry, Flug. Oh Mann. Die Auskabler. Ja, ich gehe oben flaschen, dass die nicht wiederkommen. Ist zumindest. Vor die uns vom Berg hier sehen. Da habe ich Flug etwas in den Untergrund gebracht. Wieso? Ja, durch Dennis Call habe ich angehalten. Hätte ich nicht angehalten, hätten wir weiterfahren können. Achso. Naja, gut. Aber die Blue Zone war ja nicht von dir, die mich letzten Endes. Das ist richtig, aber du bist Einiges an gestorben, Leben weil du mir helfen gekostet. wolltest. Ja.
Bin halt etwas beschissen angehalten an der Wall und es war halt oben einer im Window. Den wusste ich halt nicht. Ich wusste nur den da hinten halt Fahr war. Frage ist, waren die jetzt nur zu zweit oder ist hier noch was? Keine, also der war genockt. Warum sollte er da nicht für seinen Mate spielen, weißt du? Blau fightet auf jeden Fall. Außer einer ist irgendwo AFK jetzt hier und kommt gleich erst wieder. Jungs, ich war nur kacken, was passiert? Okay, hier ist nichts. Sind übrigens auch die Drops genannt. Aber 2 waren es auf jeden Fall, ne? Oder wie viel habt ihr? Ja, zwei haben wir noch genommen. Mehr hätte ich jetzt auch nicht gesehen. Nee, vielleicht ist meine Weste aber besser als deine irgendwie. Mhm. Blick außen an der Wall. Auto? Hinten, also hinter uns? Hinter dir. Ich da. Hier ist Autos? Auf Rot. So. Auch die andere Richtung. Naja. Sind hinter uns hier rein bei Gelb. Boah, der hat so viele Kompis, Alter. So nett. Ja, ist nicht mitnehmen. Doch, kann ich. Könnt ihr mal da bei euch schießen? Einfach mal schießen. Jo, danke. Das war's. Boah. Als ob die kein Auge machen. Da hinten geht ein gecallter Drop runter irgendwo. Jetzt müssen sie gleich Auge machen. Wen schießt ihr denn? Ist einfach nur so, die Boys. Also er. Ja, wenn Vielleicht irgendwer seine Auge machen Arme muss, dann muss ja irgendwer Die laufen irgendwo, an. ne? Ja, bei Gelb. Habe ich gecallt. Einer läuft. Läuft jetzt hier hinten bei Gelb. Die laufen hier hinten raus. Wenn ihr die Ridge hochkommt, die könnt ihr lasern. Ich habe halt nur. So. nur Hier ist was closer. und die. Ich sehe die gar nicht tatsächlich gerade. Der läuft hier hinten jetzt. Ah, ich Zwei seh Leute die. bei Gelb. Nur noch aimen und dann. Das war's. Wir haben was close hinter uns, Es Jungs. ist auch einer schon hier bei Gelb. Ja, aber die müssen nicht zu uns kommen. Die können das spielen. Die anderen, die müssen auf uns zumoven. Die anderen müssen auch Die zu laufen uns auch hier. ganz far links. Nee, die können hier komplett spielen irgendwie. Gelbe Max. Warum sollten die zu uns gefahren kommen? Weil sie hier schon in die Richtung laufen. Ja, dann snack sie. Einer hier bei Ich hatte Gelb. einen Sechser irgendwie. Ja, ist gut, ich spiele keinen Sechser. Dann wäre der jetzt aber Knock. Nee, ich treffe Einer den ist Sechser schon nicht. hier am Hill. Fährt auch mit Auto hinterher. Das ist so cringe, damit zu schießen. Ey! Ich kann hier einen Sechser-Scope drauf machen. Easy, wir haben gewonnen. Auf wie Mikro zieht das? Nice. Nee, auf die MP5. Ich habe kein Mikroziel Ach so. gefunden. Ja, stimmt. Deswegen bin ich auf Das ist Double Barrel und so Mikroziel viel. gegangen. Ja, ich will MP5 mit Sechser. 6 ist wild. So, wo sind die jetzt vor dir? Bei Grün immer noch, oder? Genau, Mark. Lauf die an. Wie viele Also sind die- da? Mindestens 3 habe ich gesehen. Die sind aber weiter nach rechts marschiert und ich bekomme von woanders Text. Ne, du hast von Gelb bekommen. Von Grün meine ich. Echt? Was hört er sich so weiter nach rechts an? Bolt ist da, die hat aus der Richtung geschossen. Da ist ein Gilly.
Digga, warum habe ich nur ein Energies? Das ist ein weißer Gilly vor dir, Dennis. So. So, ich hole mir mal kurz eine Munition. Wir spielen jetzt gleich hier an den Hill an. Bei Gelb. Soll ich ein Auto mitnehmen? Ja, du warte erst noch. Nicht so früh, Jungs. Wir müssen noch warten, nicht, dass die dann uns quasi überrotieren. In dem Sinne, oder hinter. Diesmal wurde ich von weiter rechts beschossen. Ja, Blau ist halt auch noch rumgelaufen, die ganz außen rumgelaufen sind. Mhm. Hier oben steht ein Auto. Ist was drin. Hier oben ist eine Smoke. Wir warten maybe noch auf die Drops da vor dir. Ah, ja, stimmt. Tatsächlich, die habe ich gar nicht gesehen, bis du es gerade gesagt hast. Ja, hier hinten sind Smokes auf Die laufen uns links rum an. Die laufen uns so an. Die kommen jetzt so gelaufen. Ich chill hier kurz an der Ridge. Ihr seht die vor mir wahrscheinlich. Nimm das Auto. Kommst du jetzt überhaupt da noch weg irgendwie? Weiß ich nicht. Sehe ich gleich. Denke schon. Hab ich. Einer stark. Hier ist noch ein zweiter bei Gelb. Warte. Läuft. Jetzt hier bei Gelb. Hab ich. Stark. Sehr schön. Fahrt ihr zu zweit. Einer von euch kann jetzt schon mal zu Gelb. Irgendwie am besten mit dem Auto, wenn du jetzt gerade angekommen bist. Einer ausgeblutet. Einer läuft hier oben viel. Und noch einer weiter hinten. Hier. Auf meinem Marker blau. Ich weiß nicht von wo, wenn du smokes bin ich aber safe. Wahrscheinlich von blau, genau. Ja, wir müssen so hier laufen. Du musst Smokes schmeißen, bevor du dich healst. Oder, ja. Ja, du kannst hier runterlaufen, unten sehen die dich nicht. Alles gut. Ich habe euch auch nochmal die aber zwei jetzt raushalten, dass die nicht so reinkommen. Gell, Max. Hier hinten an der Ecke ist einer, die haben noch ein Auto da. Drei Leute an der Ecke beim Auto. Ach komm, ey. Kannst du für ihn gehen? Ja. Du safe? Denke schon. Die laufen schon rechts hoch. Oh nein. Okay, jetzt bin ich nach oben safe. Ja, okay, auch nicht. Die stehen hier komplett oben. Lass uns mal weiter rechts lang. Der ist auf jeden Fall knockt oben, der Smalley Gold hat. Oh, dann solltet ihr jetzt hochlaufen. Dann solltet ihr hochlaufen, gell, Max? Ja. Zwei Musst du genockt kurz? von denen. Zwei genockt sogar, ja. Ist da rechts noch eine Flaggern gewesen? Ja. Ein Zonen-Edge dabei? Ja. Ach, da hinten ballern die noch. Okay. Hinten in dem Dings drin. Einer ist wieder ab, einer ist flushed. Direkt vor dir an der Kuppe kommt jetzt einer.
Ah, fuck, Mann. Das sind noch 4 Teams, dass der Alter. nicht in den Rücken kriegt, der andere. Aber schön gespielt. Unlucky. Das sind halt 4 Teams da oben aus allen Richtungen. Ne? Ja. Er kriegt den auch noch, Mann. Ach, so ein Lobbybug ist doch was Schönes, sage ich euch. Gibt nichts Besseres. Gar nichts? Nein, natürlich nicht. Bist du sicher? Hier ist Gobbler übrigens gerade nochmal danke für die. Du hast 57 Bits, glaube ich, da gelassen, gell? Da habe ich noch gar nicht Danke zugesagt. Nee, 500. 250 Scam und 250, die geklappt haben. Achso, ja, aber ich habe sie ja gehört. Also ich habe es mitgekriegt. Sorry nochmal, dass es falsch eingestellt war. Alles gut. Da wird der Schrei dich doppelt gekriegt. Ich bin sehr erstaunt von mir, dass ich das hingekriegt habe und ohne irgendjemand zu fragen. Ich bin sehr froh, dass ich den Schrei als zweites getestet habe. Ja, ich bin nicht mehr weitergekommen. Ey, yo, da habe ich mich echt erschrocken, sag ich dir so, wie es ist. Ich mich aber auch, es ist ja unfassbar laut, aber gut. So muss es sein. Ja, ich hab's ja jetzt ein bisschen runtergemacht. Also, weil ich glaube, wenn da jedem so das Gehör wegfliegt, weil Und dann habe ich gesehen, dass Molly jetzt live ist und habe mir gedacht, dann spiele ich doch noch mal ein bisschen PUBG. Irgendwer sitzt im Zug oder so, hat es ein bisschen auf Lautsprecher. Bevor ich mich dann nachher hinsetze und mein Setup neu aufbaue. Weil das Also erste Zug von ist meinen neuen, das erste von meinen neuen, das erste Stück meines neuen Setups ist angekommen. Und ich werde dann nachher erstmal Wisst ihr eigentlich, meinen warum Sulux heute nicht da ist? Weil neuen Donnerstag streamt er doch Receiver normalerweise aufbauen. immer. Der streamt im Moment generell nicht so viel, dadurch, dass er unter anderem krank war. Und ich vermute, dass er sich darauf vorbereitet, dass ja morgen PGC weitergeht. Ah, okay. Wird er vermutlich wieder Watchparty machen. Was natürlich für den Cast doof ist, aber PUBG legt ja generell keinen Wert mehr auf Casts. Ja gut, aber ich finde es vollkommen fein, dass die Partner das streamen dürfen. Ist auch voll okay. Aber dann darf sich halt auch keiner beschweren, dass im Dach-PUBG-Bereich nicht mehr so viel passiert, ne? Ja, aber warum? Also die Leute gucken ja dann bei Sulux oder bei Heaven oder so zu. Also Ja, die klar. gucken Ja, sich ja ja Streams klar, an. aber das bringt ja, ne? Das hilft Aber warum? uns bei Biegen ja nicht, theoretisch. Du Ja, verlierst dadurch ja gut. wir. Ja, Und aber PUBG sagt dann halt auch irgendwann, warum sollen wir irgendwas bezuschussen, dass ihr geilere Casts machen könnt, wenn ihr einfach nicht genug Viewer habt. Klar, viele von den Viewern würden dann nicht unbedingt bei uns gucken, sondern würden sich vielleicht den englischen Castern angucken oder so. also, keine Ahnung, würde Aber ich es jetzt ist so ja, nicht es ist sehen. ja auch, es ist ja auch teilweise der Kritikpunkt von der Community, dass wir halt in der Pause zum Beispiel nicht mehr weitermachen. Oder dass wir keine Analysten da haben oder sonst was. Harte Meinung, ich gucke nur englische Streams. Ja. Ja, gut, aber. Hast du deutsche Gast? Und warum macht ihr in der Pause nicht weiter? Weil wir in der Pause auch mal aufs Klo wollen oder so. Und wir haben halt nicht so den Leisure-Umgang wie zum Beispiel in Sulux oder in Heaven, dass wir einfach sagen können zwischendurch, wir gehen jetzt einfach mal, sondern wir wollen halt weiterhin in der Pause, also ne, während der Games die ganze Zeit den Games-Content liefern. Deswegen gibt es halt nur die Casts. Brauchst du noch eine Mikro-UC? Achso, ich muss gerade gucken, was jetzt die nächste. Ich habe noch. Warte, oh fuck, wo war das denn? Ich hab's schon wieder vergessen. UC hab ich gefunden. Also bei das mir ist liegt jetzt, auch eine Mikro. das ist jetzt natürlich weder die Schuld von Sulux noch von Heaven oder so. Double Shotgun mit M24 muss ich spielen. 24 habe ich. Können wir nicht Serious spielen? Ich verstehe das nicht. Wir spielen doch nur zu dritt.
Ich habe eine Mikrozi gefunden. Bro, ich mach mehr Er also. hat mehr gemacht als jeder andere von uns. Er meint mich damit. Ja, aber er hatte ja gerade eben auch eine MP wenigstens. Ich meine, was sollen wir denn mit Double Shotgun machen? Also bitte. Double Shotgun M24. Lass ihn doch mal zaubern. Ich mach. Das ist Content. Dass er mehr macht als ich zum Beispiel, das ist klar. Da kannst du auch Pistole. Hier ist eine M24, Dennis. Jo, ich komme. Du dich aufregst. Wir spielen ja nur zu dritt. Hey, Dennis macht immer noch mehr Kills als ich, also. Ich habe ja gesagt, er ist, ich sag ja, er macht mehr als mit einer Pistole als ich mit allem, aber. Den Puzzles sind irgendwo Mensch. Menschliche Menschen? Menschliche Menschen. Wer hat denen das erlaubt? Ja, das nicht. Vermutlich ihre Mama. Hm. Achso, ich habe übrigens ein. Ist hier hinten was ohne gelandet Helm. bei Gelb? Blau ohne Helm. Möglich. Hier ist ein Zweierhelm bei Gelb. Bei Grün. Ist noch ein Zweierhelm drin. Ich habe nämlich Notfall-Pickup. Ich sagte bei Blau auf dem Dach ohne Helm. Ach so. Lass mal hier hinten hin. Kommt mal mit, wir gehen zu Gelb, hinterholen Notfall-Pickup und wir fliegen einfach rüber auf Military. Okay. Ganz entspannt. Wieder bei Blau. Das klingt nicht nach Spaß. Also, ich habe ja nichts gegen Destin, ich habe auch nichts gegen Tago, ich habe auch nichts gegen Sanhok. Aber es ist so ein Ding von, man sollte es in Maßen spielen und auch Ich glaube, es ist wird von mir irgendwann. von Gelb. Ich weiß es gerade nicht, ob ich getrippt bin, aber achtet mal drauf, maybe sind die Steps gewesen. Scheint aber nicht so, ist unlooted. Dann habe ich getrippt. Okay, ich öffne jetzt den Parachute hinter der Mauer hier. Den Pick me up. Wir müssen jetzt nur gucken, dass wir nicht angelaufen werden in der Zeit. Wieso machst du das da? Das ist doch viel zu oft. Mach doch hier. Wo? Oben im Puzzle ist noch was, hier. aber die Nee, da Wenn du bist du ja Richtung hier hinten offen. Hier haben wir überall Schutz. Wo bist du denn offen oder nicht offen hier? Ja, hier bist du in Richtung der Puzzle offen, theoretisch. Du kannst dich an die Mauer stellen. Wo sieht dich denn hier im Puzzle? Ja. Also. Wir müssen ja jetzt nur gucken, dass wir nicht angelaufen werden, ganz wichtig. Gleich die Coordinate. Da wo Smalltalk steht, da sieht sich Puzzle. Der hat aber der Text ja, ich wollte nur nicht, dass wir uns jetzt einfach so vor free anlaufen, deswegen. Tschüss. Geht von der Mauer weg, Skobler. Nicht, dass du hochgezogen wirst. Also, dass du nicht hochgezogen wirst. Ich nicht einfach hinter Invi. Ja. Oh, einer hatte schon aufgemacht. Also theoretisch kann man sich hinter uns beide stecken fühlen. Sind ja beide groß genug. Ja, das stimmt. Also ich glaube, du kannst dich auch nicht so gut hinter mir verstecken. Also von der Breite her vielleicht, ja. Besser als hinter den anderen. Das ist auch richtig, ja. Top Hill oder wohin? Oh, wenn wir sehen, dass er frei ist, wäre das natürlich die beste Posi. Würde ich jetzt mal so in meinem jugendlichen Leichtsinn sagen. Top Hill ist einfach Liebe. Aber da kommt jetzt noch ein Airdrop, der landet direkt oben. Boah, alter, verfickte Scheiße. Was denn nun schon wieder? Ach, du bist ein Wichser, Skopler. Tim, hast du ihm schon wieder ins Ohr gebrüllt, oder was? Ey. Konzentrierten Moment erwischt. Scheiße. Ich weiß nicht, ob das so clever ist, aber es kann schon lustig sein. Also ich sehe jetzt nichts, seht ihr da was? Nee, ich sehe nichts, was sich bewegt, sagen wir so. Aber danke dir für die 52 Bits. Ich versuche oben zu landen.
Wollte ich leider die auch. kaputte Headset haben jetzt. Sorry, not sorry. What? What? Was ist Boah, denn das du jetzt passiert? bist gut, Flub. Ich bin nicht so gut. Flug hat's geschafft, ja. Ja, ich kann Fallschirm springen, aber sonst nichts. Ich kann's auch. Okay. Digga, wie hast ist die das denn? Sonne frei unten, Wieso bin ja. ich da jetzt runtergefallen? Ich bin bei mir komplett drauf gesegelt und bin dann auf einmal runtergefallen. Boah, ich weiß nicht von wo. Hey, hey. Dennis hat Freunde gefunden. Novo. Novo, ja. Novo? Oh, shit. Ich bin aus Versehen runter. Aber ich bleib... Nee, ich fall komplett durch. Okay, gut zu wissen. Sehe die gar nicht gerade. Hier im Dings im Blau ist was. Also durch die Gitter fällt man durch. Halt egal, die sind eh 50 Kilometer entfernt. Gut gelootet, ich habe nur MP. Ich hab einen Könnten Mörser Griff für uns. gebrauchen. Liegt da drin noch irgendwo ein Griff? Nicht, dass ich einen gesehen hätte. So, unter uns Kreuzung und so ist frei, auch Satellite hier läuft nix. Parachute kommt auf uns zu. Ein Knock. Da liegt noch ein 6, ne? Liegen 2 dran, haben jetzt abgemacht. Mhm. In unsere Richtung, der erste. Digga, der fliegt so richtig schön gerade auf mich zu. Oh mein Gott, ich weiß nicht von wo ich bin. Von irgendwo einen Headshot bekommen. Keine Ahnung, was uns beschießt. Jo! Okay. Kann das mal einer klippen, bitte? Gelandet, Digga! Auto. Wie? Bitteschön, aber starker Shot. Holy, dem habe ich aber richtig Da einen Weg fährt noch gemacht. ein Auto. Ja, das ist der gerade runtergejumpt ist. Mit Danke, Parachute. Dennis. Alter. Der ist geflippt hier unten. Ausrufzeichen Clip geht leider nicht. Muss manuell klippen. Bin. Den Assist hättest du mir lassen können. Hast du keinen bekommen? Nee. Sorry. Obwohl ich ihn Oha, Parachute wieder über uns. gehittet Obwohl du habe. ihn- Die kommen auf uns zu, Parachute kommt auf uns zu. Bombe gegeben hast, oder was? Ja. Wir sollten nach oben Ja, sind schon am Laufen. Bestimmt. Die kommen. Einer landet hinter uns, unten. Die sind nicht hier hochgekommen. Einer landet hier unten. Ja, ich habe ihm wirklich nochmal 2 Texte mitgegeben. Der ist hier drin. Also ich muss sagen, ich finde die Pose bis jetzt schon ziemlich lustig hier oben. Oh, Alter, Junge, hört sich das wild an, diese Mörserkugeln, die an mir vorbeifliegen. Ich will gerade noch wissen, wo die hinfliegen. Nein! Ach, ich bin so ein Ja, Depp. das ist total fail hier, ne? Weil man fällt einfach durch die Gitter durch. Ja, hey, scheiße, dass ich von da oben runtergefallen bin. Okay. Also ich möchte weiter nach rechts, aber die Länge war schon gut. Mal gucken, dass uns keiner von unten hier ansneakt. Ja, der könnte ein bisschen zu weit nach... Oder? Wo willst du überhaupt hinschießen? Auf die Brücke. Gott, der ging voll ins Meer, Alter. Der ging ein bisschen sehr ins Wasser. Die haben auch richtig Bock da aus Novo. Ja. Sollen sie mal machen. So, das könnte jetzt theoretisch passen. Noch Da ein kommt der Parachute. nächste Pick Me Up. Über uns. Wir sind noch dran. Mhm. Jetzt. Ja, erste Runde.
gehen nicht zu uns. Ja, die versuchen wir. Ja. Wald oder Beach oder so. Ach, ganz im Süden. Ja, ganz im Süden, Blauline. Buggy unter uns auf der Dirt Road, hier bei Gelb. Unter mir? Stark, Jungs. Sehr gut. In dem Bro. Ganz ruhig, Kinders. Oh, neben dem Airfield fährt noch eine roter. Hier läuft was open. Die Notwohl, Jungs, die haben immer noch richtig Bock. Okay. Hol dich, ich hol dich. Er muss irgendwo hier sein. Orange ist. Ja. Close jedenfalls. Nicht so schlecht. Da ist an der Tür vorne, bei Orange 2. Einer ist links dahinter. Ja, links dahinter hat 2 Dragunov-Tags. Ich sehe zwar nur seinen Kopf, aber er fällt nicht um. Das war dein Helm? Der hatte ja eh nur 2 HP. 2. Alles geil. Bleib doch mal stehen da, hör auf rumzuhüpfen. Was soll ich denn so treffen? Ja, schlecht bei sowas. Da ist rechts dahinter. Ich weiß nicht, wie das... Die Dragunov keinen One-Shot den Kopf mehr? Schon. Keine Ahnung, ich weiß, ich war 5 Wochen nicht da, ich weiß es nicht. Sind mehr als 100 Meter. So, die Distanz, oder was? Ja. So weit weg, die Gegner. Lebendig. Ich treffe nichts mehr da. Das ist übrigens meine letzte Runde. Oh, okay. Wie kommt's? Also noch was zu tun. Und Kein Bock gerade mehr gemerkt, mit dass zu wir schon spielen, 17 wenn Uhr. ich keine richtigen Kombis spiele. Genau. Genau, so ein Ding ist das. Genau. Oh, noch so eine Scheißrunde? Nee. Naja, aber ich hab ja auch genug Punkte. Also ich könnte auch die nächsten 4 Runden oder so knapp. 3 Runden könnte ich machen. Scrollen, ja. Wer will Dragunov oder so? Nee, ja, Richtige genau. Scheißkombi. Wer will Dennis mit Kombis ärgern? Alle mal Prime schreien. Ja. Nee, mir ist aufgefallen, dass schon 17 Uhr ist, ey. Blau ist noch ein Ich hab noch nichts gegessen und so. Okay, ja gut, dann wünsche ich dir auf jeden Fall gleich. Was gibt's denn Leckeres zu essen? Das weiß ich noch nicht, das Ja, muss ich stark. noch machen. Das weiß ich noch nicht. Wir haben hier auf grün was. Drin auf jeden Fall. Denk mal. Die mögen mich auch ganz dolle gerne. Irgendwie Fisch mit Salat oder so. Oh, Fisch hört sich gut an. Was für ein Fisch? Da bin ich raus. Ich hab einiges noch eingefroren. Angelst du das? Ja. Nice. Was ist da noch so? Ja, ein Shotgun. Ich hab Ja, noch hat einen Headshot Forellen, gefressen. ich hab Hecht, ich hab Barbe, Oh, das hört sich ich hab Hecht habe ich noch Zander. nie gegessen, muss ich sagen. 50 Jahre die Ich hab Flippers. 3 Kilo Hecht neulich geangelt. Boah, krasser Shit. Stark. 73
70 Zentimeter. Wie lange hast du gebraucht, um ihn reinzuholen? Nicht lange. Das geht easy. Ja? Blau ist ein Full-Team, die müssen jetzt gleich Ja, rein. oh, Die 2 machen Minuten. Pass auf. Echt? Ja, Krass, ja. Ich dachte, dass die ein bisschen mehr Gegenwehr geben. Nee, kaum. Hast du schon mal so einen Wels gefangen? Weil die geben Ja, doch Gegenwehr. da habe ich 3 Stunden gebraucht. Ein bisschen über 3 Stunden. Wie groß war er? Blau läuft jetzt rein. 2 Meter. Aha. 2 Meter und dann musste ich noch 3 andere Angler holen. Ja gut, das kann ich verstehen. Ich sagte, die Viecher, die legen sich halt einfach hin. Und dann kriegst du sie halt nicht mehr weg. Was du eingenockt? Unten drin, hier bei Gelb. Ja, Welse sind schon hardcore. Mhm. Beim Campingplatz, wo meine Eltern einen Wohnwagen haben, den haben sie früher mal für uns geholt, weil wir zu Hause nicht raus konnten. Weil die Vermieter damals gesagt haben, ja, Garten darf nicht mit benutzt werden. Okay, alles gut. Da hat mein Vater dann Die smoken so, hier raus. Hier unter mir läuft halt blau in meine Richtung jetzt. Vielleicht mal ein bisschen zusammen gucken. Sonst komme ich wieder hoch. ich komme mal zu dir. Warte mal. Hat jemand noch Booster? Ja, ich habe ganz viel. Hast du den unten gelootet, oder? Ah, yes. Hat er noch einen Helm? Ja, der hat noch einen. Vielleicht sollte ich dann auch mal da runter gehen. Muss halt Die aufpassen. rotieren mit nach denen, die links blau weg, die sind jetzt beim Yellow. Bei grün oder was? Ja, Kann ich hier unten bleiben? Ne? gehen weiter nach links. Ah, die Leiche liegt halt hier. Der hat 2 dem S-Attacks und da passiert nichts. M24. Hallo Ich bin Tode. jetzt hier in der Kuhle. Da kann er. Mein Gott. Das bin ich Ich weiß umfällig. nicht mal, ob die annähernd da ankommt, wo sie hin soll, aber okay. Ich werfe auch rein und mal gucken, wo die hinpitcht. Ein Tag. Oh, Noch tschüss. aber Ich sehe nur die Helme purzeln. Da. es geht mir besser. Mittlerweile bin ich nicht mehr ganz so verschnupft wie letztens Hast du noch. noch Booster? Noch Ja. so ein bisschen Probleme mit Schleim im Hals und vor der Nase, aber es wird besser. Und selber? Ich habe von irgendwo ein bisschen weiter hinten, irgendwo blau noch Bei Gelb kassiert. ist jetzt was drin. Ich habe vom Blau noch irgendwo kassiert vorhin. Da ist auch noch irgendwas an den Ridges. Kann man so... Ja, nice Zone. Ja, das ist einfach absolut nice Zone. einfach geschenkt. Jetzt hast du es gesagt, das wollte ich. Jetzt shiften die nächsten 3 komplett raus. Das wird irgendwo hier enden. In dem Bereich hier vor uns wird es enden. Also wir haben hier auf grün haben wir auf jeden Fall noch ein Team, mindestens 2 Leute. Hier läuft was open auf rot. Ja, 2 Leute. Die vom Blau, die ich vorhin hatte. Oh no, er steht still und in dem Moment schieße ich in den Baum. In die Mauer da. Also rot sind 3 Crossen Leute, jetzt ne? auf Blau, Die ja. fighten irgendwas anderes. Crossen jetzt auf Blau. 3 Leute. Und aufpassen, dass einfach keiner hochsneakt und dann. Einer knockt auf rot, aber in der Smoke irgendwo. Hier läuft schon einer Wahrscheinlich auf Blau. hier. Danke dir. Oh shit. Ich geh. Bin safe. So, meiner ist tot. Hallo. Ich glaube, die wurden alle weggeholt. Ja. Einer läuft hier gerade so lang auf grün. 7, 9 ist tot. Noch 11 Leute. Ja. Ey, nicht bluten. Ja, das wollte ich gerade sagen. Hier hinten am Baum. Wir brauchen ein neues Helmchen. Oh, stark. Er hat 3 Hits bekommen.
Und piekt mich immer noch. Richtig frech. Bei grün am Baum. Ja, Erstmal der Scorby läuft wieder gerade hoch, der hochholen, läuft gerade hoch. Die Richtung gelb. War das Bei der, der uns- dich genockt hat, dieser Ja, Versi? ja. Unter unserem Satellite. Achso, nee, das weiß ich nicht. Unter unserem Satellite ist aber auch noch einer. Zwei Ja, Leute sind bei Gelb mindestens bei sind gelb noch. 2. Jetzt guckt gerade keiner, ob wir angelaufen werden, oder? Okay, gut, dann gehe ich gucken, Gerade dass wir unten nicht auf dem angelaufen Satellite. werden. Ja, aber dann müsst ihr einfach callen, dass ihr nicht guckt. Guck nicht. Guck auch nicht. Soll ich gucken? Ja. Okay, jetzt. Satellite smoked sich unten. Es sind 3 Leute mindestens hier unten. Auf grün läuft auch noch einer. Den. Leg dich mal hin, genau. Das hat sich gelohnt. Ich bin knock. Okay. Ja. Egal, das war ein Toter. Wieder einer mehr. Meins einer Aber weniger. der hat sich gerade hingelegt zum Healen, da konnte ich nicht. Das konnte ich nicht ziehen. Also Satellite ist noch was. Auf blau, den Wir hab ich getötet. müssen jetzt schauen. Die bei gelb, die sind wichtig. Die laufen hier unter uns gerade. Oh, Insta. Der war Insta. Ja, da sind immer Die noch oder hinten. der? Der Die war sind bestimmt Insta. immer noch da hinten drin, oder? Es muss trotzdem was sein. Es waren 2 Leute eigentlich, die wir da gesehen haben. Ich weiß nicht, von wo ich gerade genockt wurde. Hier läuft einer. 2. Welche Farbe? Welche Farbe? Blau, blau. Attack. Und 2 sogar, glaube ich, hier bei gelb. Ja, 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 es sind 2, es sind 2, es sind 2. Jetzt hier bei blau. Und, oh, okay. Plus Satellite 2. Wo Satellite sitzt. Hier unten drin, wo wir noch auf blau. Orange auch einer. Orange, aber der muss ja jetzt raus. Ja, der ist dahinter, direkt hinter Orange. Ja. Ach, und er läuft schon, ne? Einer Knock hier unten bei blau, gelb. So, ja. Also 2 blau-gelb und 2 Satellite. Dann fehlt noch ein Unbekannter. Vielleicht sind auch Satellite 3 oder so. Nice Knock. Ja, da ist aber noch einer. Junge, was eine Der hebt ihn Zone. jetzt wieder auf. Vielleicht kommt meine Nate ja gut. Hier Doch, läuft doch einer. voll toll, die Oh, Zone. nee, die ist ein bisschen zu weit. Meine Nate war gut von hier unten. Es sind jetzt bei Orange sind jetzt 2 Leute drin. Einer ist Und bei blau gerade bei rüber Blau gecrossed. 2 Leute. Einer Knock. Ich habe hier einen Knock bei gelb. Ja, bei blau ist einer gerade rüber gecrossed, der muss jetzt wieder zurück wahrscheinlich. Ich hab halt keine... Die haben einen genockt von denen hier, von Grün. Von Orange. Sind 3 Leute sind hier bei gelb. Ich glaube, ich bin tot. Nein, ich bin doch nicht tot. Komm mal zu dir, Dennis. Ja. Bei Orange, Einer bei wieder Blau. blau. Der kommt schon, der läuft an die. Einer läuft hier. Die wollen sich raussmoken jetzt bei gelb. Mit denen von Orange, die müssten eigentlich auch noch da sein. Ja, Orange steht immer noch. Blau steht noch einer, der hat Tags, der hat 1 AP. Muss jetzt raus. Jetzt alle 3 bei gelb, alle bei gelb drin. Einer in der Smoke schon. Der ist Knock, der vorgelaufen ist.
Der andere hat auch einen Tag in der Halle. Weil der rausläuft, habe ich. Knock. Da muss noch einer drin sein. Oder? Ist der auch schon. Ne, der ist schon vorne. Knock. Da ist stark. Da ist noch einer. Ich hielt dich, Oh mein Gott. Ich hielt dich. Der ist schon closer bei dir, Doppler. Ja, der ist nach oben gelaufen. Ja, hier. Ah, in die Wand. Sound. Sind genau unter mir, an der Ridge. Die kommen gleich wegen Zone. Egal, ich sehe seinen Kopf, aber ich krieg ihn nicht. Die ist vor ihm in den Boden, Mann. Oh, Sind genau auf meiner das haben Leiche wir gerade beide. komplett geschmissen. Beide? Ja. So, ja, die letzten beiden halt. Können die hochgehen bei dir? Nicht wirklich, aber die sind da schon. Die sind halt noch drin, ne? Du müsstest halt jetzt laufen, damit du vielleicht noch durch die Blue wieder zurückkommst. Nee, komme ich nicht. Selbst da hinten schaffe ich es nicht. Wenn die bis blau laufen, oder was? Ja, die sind auf blau, ja. Aber die sind wahrscheinlich schon ein bisschen weiter vor, so wie die Mollys gerade klingen. Ich glaube nicht, dass er da hochkommt. Das habe ich gestrollt. Wobei es eigentlich auch egal wäre. Also selbst wenn ich nicht gestorben wäre, wären wir ja nicht mehr hochgekommen. Hallo Schnütchen, wie geht's dir? Kannst du noch so unten rum, meine ich? Nee. Kommt er nicht mehr. Kann man gerade schon nicht. Letzten zwei. Vor allen Dingen, wir hatten die beide schon Knock, die auf Orange waren. Ja, ich bin dead an Zone. Ja, geht. Es wird langsam wieder. Ich habe ja ein bisschen mit Erkältung zu kämpfen gehabt, halt aber Die kommen weiter als du rein. es wird jetzt Meinst du, wieder. können die hier komplett so rumlaufen? Ja. Naja. Die können hier sogar laufen. So, Nein. bis hier können die safe Echt? laufen. Ja, ja. Jetzt sind die auch zu doof. Vielleicht. Hätte theoretisch auch nichts geändert. Also hätte ich jetzt überlebt. Ja, aber trotzdem musst du das nicht machen. Ich call's dir sogar noch. Ja. Ja. Ey, ich will auch mal greedy sein und auf Kills gehen, ja? Das kriegst du nicht durch. Schade. Oh Mann. Das ist ein weggeschmissenes Game. Schade. Aber was für eine Zone. Also auch. theoretisch hätten wir den unten gar nicht verfolgen dürfen, sondern hätten direkt wieder nach oben laufen müssen. Wir wären sowieso nicht hochgekommen. Wenn du gewusst hättest, dass die Zone so weit oben endet, hättest du einfach oben bleiben können mit 4 Mann. Weil die sind einfach direkt neben dir hochgelaufen, ne? Bei mir, ja. Ja. Und dann bekam ich einen Lucky Doppel-Headshot. Schade. Na gut, danke für die Games. Danke dir auch für die Games. Ich wünsche dir einen guten Hunger jetzt gleich. Danke. Also irgendwas mit Fisch und Salat. Und Kartoffeln wahrscheinlich so irgendwie. Oh, hört sich sehr lecker an. Würde ich mich dazu hocken, sag ich dir so, wie es ist. Ja, wird sicher lecker. Dann guten Hunger dir jetzt gleich. Danke. Ciao, ciao. Ciao. Ja, bis dann.
mich daran erinnert, ich habe noch. User was moved to your channel. Jenny! Hallo! Gute. Alles gut? Ja, bei dir? Hallo. Alles super? Gleich Ja, wieder Schatz, da. darfst du mein Handy nehmen. Gleich wieder da. Pupke, jetzt starte. Inwi, Jenny, ich habe noch einen Gutschein und ich weiß nicht, auf welches Team ich den setzen soll. das kann ich dir auch nicht sagen. Mann. Musst du wissen, welches für dich am aussichtsreichen ist. Ich weiß ja nicht mal, auf welche Teams du deine bisherigen gesetzt hast. Auf 70, Mhm. Sonic, Mhm. Divara oder wie sie heißen. Danauer. Danauer, genau. Und So, da bin ich wieder. Es wäre theoretisch ein Code Leak, wenn der mehr als einmal was war's einlösbar denn wäre. noch? Ja. Noch irgendwas. Bist du schon online? Ey, sagen. Ja, ich habe gerade Schummel. Was? Ich habe gerade Schummel. Rondo. Rondo Und Mondo. ja auch nächste Woche, ne? Ja. Ja. 6.12. Yes. Nikolaus-Map. Ja, mein Yes, Sohn, yes, was kann yes. ich gegen dich tun? Genau, Face Clan und Twisted Minds habe ich noch. Und jetzt habe ich noch eins übrig. Und ich habe einfach keinen Plan. Twisted Minds, Cerberus wäre eine Möglichkeit, New Happy wäre eine Möglichkeit. Stimmt, New Happy war ja eigentlich recht gut dabei, ne? Ja, die haben ein bisschen gechoked. Ich habe halt nicht auf dem Schirm, wer überhaupt im Finale ist von den ganzen Teams. ich kenne mich Gute nicht, dass wahrscheinlich für Voraussetzungen. jemanden stimmt, der gar Gute nicht im Finale Voraussetzungen, spielt, Danny. weißt du? Ja, ich bin halt ein Sehr bisschen gute Voraussetzungen. doof. Ich auch. Was hast du mit Können wir deiner noch was Jacke zu gemacht? trinken? Das ist im Europapark passiert. Also der Riss allgemein war schon, der ist nur im Europapark größer geworden. Alter Schwede, Der ey. geht bis hier hoch. Ja, du kriegst eine neue Jacke. Kannst mal gucken an der Garderobe von deinen ganzen Jacken, ob dir da noch eine passt. Wenn nicht, schmeißt du die mal alle in einen Altkleidersack und dann gehen wir eine neue Jacke kaufen. Ah, Kinder. Selbst schuld, hast du gemacht. Keine Rücknahme beschädigter Ware. Oh, wow. Hier, die Schimmel. Glaube ich. Wird kalt.
Grüße von Becker. Grüße das ist zurück. richtig. Warte mal, ich brauche mal deinen Chat hier. Los zurück. Alle folgen Dennis. Warum, dass das Internet morgen auch so stabil ist wie heute? Ich habe eine E-Mail bekommen von Vodafone, dass die vom 28.11. bis 30.11. irgendwie Wartungsarbeiten machen. Lass mal zu School fliegen. Ja, gut, das heute schon der 30. ist. Ja, ich hatte letzte Nacht immer wieder mal Aussetzer. Ich denke, dass sie damit jetzt durch sind. Mal ein paar Tage kein Internet, ist auch schön. Na, das hatte ich Gott sei Dank noch nie. Also wenn wir die im Chat posten, dann kannst du sie einfach Immer mal copy-pasten. einen Aussetzer, ja, oder mal Und einmal wenn du hatten schlau wir, machen möchtest, dann nimmst du immer nicht ich den glaub, 18 ersten, sondern Stunden irgendwie keins, einen weil mittendrin. es an irgendeiner Baustelle das Kabel Aber die postet ja durchgeschnitten haben. sowieso Yannick. Hier liegt eine Mini. Frage ist mal, was Dennis braucht. Ich glaube, einen muss er noch. Ah, stimmt, Oha, fuck, ich hab's schon wieder vergessen. Bevor Prime Du böse wird. musstest ihn unbedingt dran erinnern. Ja, natürlich. Mal gucken, was diesmal Witziges bei rumkommt. Witzig? Du fandest das witzig? Wieso, was musst du machen? An, wa? Das kommt aus der Perspektive an. Ja. Ich fand's lustig. Musst du mal irgendwelche Waffenkombi spielen, die der Chat will. Oh Gott. Ja. Also in dem Fall die Prime will, weil Prime die ist, Punkte benutzt. So, ich würde es ja voll geil finden. Ich hätte gerne Single Bolt. Ich hätte gerne AR. Nicht die K2 ist. Und irgend so ein richtiger Quatsch, den er als letztes gefordert hat. Wie alles, also es ist... Nein, hä? Mikro als die Kombi fand ich gut. Hier liegt eine Dragunov. Gut. Wofür 9 ist? Single Bolt, hier ist ein K. Ja, ich komme. Okay, ich kann Barrel und was auch immer spielen. Prime ist nicht da, der kann nicht sagen, was die letzte Kombi war. Pech gehabt, wenn er nicht da ist. Oh. Ja, also ich hab, weiß ich nicht. Wenn muss man dann schon da bleiben, wenn man schon so viele Kombis raushaut, selbst schuld. Sorry. Sogar noch geschrieben, dass er gar keine Zeit hat, sondern ich einfach nur nerven wollte. Hat er geschrieben? Ich meine, ja. Toxic. Und geschrieben mit kein Sound oder so. Na, jetzt hat jemand reingestellt, dann spiele ich's doch. Ich muss eine DBS spielen, wenn ihr seht. Alter. Ach, das, guck mal, und dann ist der Chat sogar, weißt du, sonst findet man nie irgendwas in dem Chat und dann postet der, macht er so eine Anmerkung. Hier, guck mal, das hat er geschrieben. Ich glaube, du musst das noch spielen. Copypasta. Ja, hier ist noch ein... Da bist du dann alle sehr aufmerksam, ne? Schlimm sowas, sag ich dir. Da können sie es dann auf einmal wieder alle. Spielen wir dann Südzone? Für eine Woche. Was? Hier ist ein Notfall-Pickup, also wir können auch Notfall-Pickuppen. Ich brauche nur noch die DBS. Hab hier unten keine gesehen. Ich hätte gerne M4. Ich hätte gerne noch ein paar Bandagen. Kann ich dir mitbringen?
M4 lagen 2 unten in dem Compound. SLR, hast du Prime? Ach, nicht Prime. Oh. Also weiß ich ja jetzt nicht. Ja, habe ich schon, habe ich schon. Ich werde einfach Prime genannt, Chat. Oh Gott, Leben ist vorbei. Ich hab meine Bandagen. Wurde gescammt von dir, schlimmer. Ja, okay. Einen hattest du gut, der ist, Einen jetzt, hab ich schon, gut gekillt. der ist jetzt weg. Das hört sich aber schon komisch an. Du könntest das mal im Custom-Menü ausprobieren. wollt ihr jetzt mit dem Also wenn du einen Notfall-Pickup Custom-Game oder mit den erstellst, Fahrzeugen, die hier dass du da den stehen? Namen reinkopieren kannst. Jawohl. Das kannst du mal Also testen. ich habe Notfall-Pickup erstmal einstecken. Also ich würde mir jetzt kurz die M4 noch holen, wenn Tim noch ungefähr weiß, wo die lag, und dann kann es losgehen bei mir. Also als ob hier nirgendwo eine DBS liegt. Glaube ich. Aber nicht 100% sicher. Hat da unten nirgendwo eine DBS gelegen? Ich habe keine optisch bewusst gesehen, ne. Krasser Shit. Es läuft mich einer an, Alter. Ach Gott. Wie viele? Einer nur bis jetzt. 3. 3? Ach man, die sind auf meiner Leiche und looten. Warum stehen die auf einmal da? Wenn du links rumguckst, müsstest du beide sehen. Ja, hier ist einer und einer ist nach links gelaufen, zu deiner Leiche wieder. Die sind aber absolut ready, die Boys, ey. Ja, der eine ist Richtung School gelaufen. Pushen uns, glaube ich, auch hier schon. Passt auf, wenn ihr gleich um die Ecke geht. Nicht, dass ihr da offen für die seid, wenn die um die Ecke kommen. Oh, hinter mir schon. Digga. Den hatte ich jetzt nicht gesehen. Aber wenigstens habe ich den einen noch geflasht. Also. Wo kommt der denn jetzt her? Ich weiß ja jetzt nicht so. Vor allem, wie hat denn der dich sehen können, irgendwie? Ja, Du ich warst bin doch über die hinter der Mauer Mauer, ne? gewoltet. Nein, ich bin wieder über die Mauer zurückgewoltet. Wollte dir ja helfen. Mhm. Mhm. Mhm.
Witzig ist ja, wenn du so viele Punkte bei dieser Pick'em-Challenge machst, die ganzen Sachen, die da drin sind, die sind ja in dem Bundle schon drin gewesen. Was mache ich dann mit den ganzen Punkten? Aber auch nur, weil du den großen Code hast. Ich würde an deiner Stelle Namenschange auf jeden Fall da mitnehmen mit den Punkten. So viele, wie du mitnehmen kannst. Oder ist wieder Du nur kannst einer? nur einen. Ah, schade. Das haben sie ja seit dem letzten Mal, wo es ging, das ist ja auch schon wieder her, haben sie das ja rausgenommen, dass das Da, mal als andere da Nutzung konnte ist. ich mir auch, ich habe mir, glaube ich, damals habe ich mir 5 oder 6 Stück konnte ich mir holen. Ich habe noch über 20 auf dem Account. Oh, krass. Oha. Ja, ich habe ja auch noch Name-Changes auf dem Account, aber... Ja, ich habe ja dieses große Bundle hier, das habe ich ja gewonnen. Ja, du hast halt das Partnerbundle. Ja, Das Partnerbundle enthält halt alles, das ist nicht der Standard. ja. Hatte ich Von Glück. daher ja, theoretisch hast du mehr Punkte, also wirst du nachher mehr Punkte haben, als du theoretisch ausgeben kannst. Wo warst du denn gerade? Das ist Jasna? Digga, Prime ist so ein Hund. So Und ehrenlos. die Sachen sind auf dem Markt dann wahrscheinlich wieder nicht handelbar, ne? Ja. Ach, schade. Natürlich. Und verschenken kann man auch nicht, gell? Korrekt. Das ist schade, sonst hätte ich keine Ahnung, dreimal den Helm geholt und hätte ihn an die Community rausgeschenkt, weißt du? So als Beispiel. Die Sache ist, wenn du es verschenken kannst, könntest du es ja theoretisch auch handeln. Ja. Dem wollten sie ja den Riegel vorschieben. Ja, auf einer Seite verständlich. So, und welche Waffenkombi musst du jetzt spielen? Die nächsten 3 Games. Ja. Achso, das gleiche, oder was? Nee, keine Ahnung. Eigentlich wäre jetzt das erste Game, wo er nicht müsste, aber Prime ist gerade wieder gekommen und hat nochmal Nachgebuddert. hat nochmal für 3 Games nachgebuddert, ja. Ja, nach was müssen wir Ausschau halten? Smolly, was musst du spielen? Wir waren alleine, oder? Ja, ja. Ja, wir sind alleine. Welche Waffenkombi musst du spielen? Dennis. Ich muss bis jetzt keine Waffen. Die Runde spiele ich ohne. Prime hat zwar eingelöst, aber hat nichts dazu gesagt. Okay. Lost Boy. Dennis soll dich von Rico grüßen. Welchem Rico? Leite. Ah, okay. Der ohne Geld. Zurück. Der soll mal lieber im Discord den Sound Command einrichten für den Smalltalk, bitte. Danke. Wie bitte was? Nix. Ein 8er oder 6er Speer. Hab ich schon, danke. Weil ich brauch's auch nicht. Mini bei mir, braucht die jemand? Möchte die jemand? Ich würde die Mini nehmen, aber ich habe hier auch noch Häuser zu looten, also. Ah, hier würde sie dann liegen, wenn du sie haben wollen würdest. Der Zentralrat der Fliesentischbesitzer ist erzürnt. Benny. Aha. Auf die Frage, welcher Rico, hat er nur gefragt, what the fuck? Ja, Entschuldigung, dass ich halt mittlerweile nicht nur einen Rico kenne. Tut mir echt leid. Ja, aber wie viele kennen wir denn beide? Weiß ja ich nicht. Auch richtig. Grüße von Bandit. Oh Gott. An wen? An Jenny. Oh Gott. Ja, vielen Dank an alle für alle Grüße. Du musst die jetzt nicht alle einzeln aufzählen. Warum denn nicht? Einfach so. Ist noch eine MK, falls ihr was M4. spielen möchtet. Aber wozu habe ich eigentlich 6 Painkiller dabei?
Ich habe noch nicht ein First Aid gefunden, ne? Sag das doch. Ich bin so ein Heil-Mongo. So Heilung. Du merkst die erst, wenn du es brauchst, ne? Ja, wahrscheinlich bin ich schon über 30 drüber gelatscht und nehme sie einfach nicht mit. Jenny, First Aid, Jenny, First Aid, Jenny, First Aid, First Aid, Jenny. Ja, ich habe doch eins gefunden. Von Emergency Pickup am Prison hoch. Ich hätte gerne eine Barrel oder eine ACE. Ich habe eine DBS gefunden, Dennis. Ja, let's go. Ja, der ist schon rum. Ich bin gut. Ich habe jetzt noch einen Kombi-AR und einen roten Griff. Kompi würde ich nehmen. Einen roten Griff würde ich theoretisch auch nehmen. Dafür kriegst du noch ein First Aid von mir. Juhu. Und falls wer einen Extended AR hat, würde ich es gegen einen Extended Quick tauschen. Gar keinen Sinn, der Tausch. Ja, doch, wenn du eine M4 spielst, schon. Was für ein Tausch macht keinen Sinn? Willst du einen Extended und er will einen Extended und gibt dafür einen Ja. Extended Quick Drop. Korrekt. Ja, guck mal. Zack, zack. Also er gibt einen Extended Danke. Quick Draw ab. Ja, und will einen Extended dafür. Deswegen, das macht irgendwie keinen Sinn. Doch, das macht Sinn, weil ich das Extended in der Mini spiele. Da muss ich nicht schnell nachladen, da reicht es, wenn ich mehr Bullets habe. Ja gut, ja, aber du hast doch gerade M4 gesagt, oder nicht? Für die M4 macht es keinen Sinn. Nein, wenn einer von euch eine M4 hat, macht es mehr Sinn, Ach das so. Extended Quick Draw zu spielen, als ein Extended. Ja, das stimmt, ja, aber so kam das gar nicht rüber. Sorry, wenn das ich hab ich auch das gedacht. falsch verstanden habe. Das ist ja nicht mein Problem, dass ihr das nicht so Irgendwie macht verstanden habt. wieder alle Kirre. Ich habe einfach 2 Extended Quick Draws und ich würde halt eins davon abgeben gegen einen Extended tauschen. Jo, dann komm her, machen wir. Ja. Ich bin verwirrt. Wer bietet mehr? Das macht nichts. Das passiert öfter, dass du verwirrt bist. Welchen Gang muss ich jetzt schalten? Hallo, ich will auch mitfahren. In den Rückwärtsgang. Nee, dahinter laufe ich. Hä? Nö. Und Ja. da drin? Nee, Spaß. Wie castest du am Wochenende wieder? Caste morgen. Aber Samstag und Sonntag nicht. Da kann ich nicht. Force Samstag. of the Street fällt was auf uns zu. Sollen wir die crashen? Fährt Richtung Wiese. Ja, der fährt da oben. Ah, komm, scheiß drauf, oder? Ja, lass in die Zone spielen. Wir wollen über hier über Dings, boah, mir fällt der Name gerade nicht ein. Mount Everest? Nein, gelb. Rostock? Rostockbrücke, ja. Nee, das ist auch. Mir fällt der Call gerade nicht ein. Wie heißt der Call nochmal? Compound mit dem Gelb. G-Core. G-Core, ja. Mir ist der Name gar nicht eingefallen. Da ist gelootet auf jeden Fall, oder? Nee. Vom G-Core zum L-Compound. Dahinter, den kenne ich nicht. Ja, ist noch zu. Wo wollen wir hin? New Compound? Das hier rechts hoch waren die Yellows. Rechts über uns. Der New Compound schießt auf uns. Ich will ihn jetzt nicht auf dumme Gedanken bringen. Aber Dennis, sei froh, dass
Prime sich keine Raketenwerfer wünscht. Darf er ja nicht. Ist ja in den Regeln fest, dass das nicht geht. Achso, dann ist ja gut. Auf Doppelraketenwerfer. Dennis, du darfst jetzt zweimal raten, Ja. wie oft ich ziehen musste, bis ich den Chroma-Skin für die M4 hatte. Einmal. Einmal. Nee. Ah, da unten schießt. 7 Mal. Nein. 3 Mal. Nein. 2 Mal. Nein. 100 Mal. 10 Mal. Nee, 55 Kisten musste ich aufmachen. Wie viele? 55 ist doch 55. Ich habe nicht ein Chroma gekriegt Alter. und ich habe 100 Euro investiert plus 20.000 G-Coins, die ich von PUBG bekommen habe. Und Also ich habe nicht einen Chroma-Skin bekommen. Echt? Ja, ich habe bisher für jede Waffe den Chroma-Skin bekommen. Ja, super. Seit es diese Kontraband Abgesehen gibt. von der komischen Barrel, weil die wollte ich nicht haben. Ja, und Der die war wollte ich kacke aus. haben. Die wollte ich haben und die habe ich nicht Schaut's gekriegt. auf mich? Irgendeinem Auto, das da unten gefahren ist. Ich habe jede Woche immer eine Kiste aufgemacht und habe noch nicht eine dieser Waffen gezogen, gell? Dafür habe ich schon Lass mal gucken, dass wir hier vor Blaupausen Richtung, ohne Ende. Richtung Gelb spielen. Ich habe aus meiner Free Chest auf meinem Smurf habe ich gestern beim First Pick direkt die M4 gezogen, aber halt ohne Chroma dann. Ja, aber ist doch nice. Wow. Sei dir gegönnt. Also gerade eben ist hier unten noch irgendwo was rotiert, ne? Wir müssen erstmal nach links gucken. Outside Zone. Nicht, dass wir da angemoved werden. Ich sehe es. Ich Nö, bin gleich ach wieder so, einen halben Meter sehr vor geil. mir zufällig. Noch ein Auto drin, New Compound unten. Hier unten ist auf jeden Fall was in der Snake. Auf Blue. Hier auf jeden Fall nicht mehr. Kann einer von euch Richtung Gelb mal Auge machen? Ah, ich gehe. Also bleibe ich hier. Gelb ist was. Ja, auf jeden Fall. Da kommt ein Helikopter, da hängt auch was dran. Ah, einer unten. Auf 55. 2 in Gelb auf jeden Fall. 3 in Gelb. Da hängen 3 Leute dran. Wollte ihn so sehr haben. Mindestens 3 Leute gelb, ja. Vielleicht sogar 4. Eigentlich eher 4. Einer läuft ein bisschen in meine Richtung, ich dodge ein bisschen. Die hängen da immer noch dran. Hier an der Shack. Hier Shack.
Auto fährt hinter uns an. Auto fährt hinter uns an. Jo, natürlich. Ihr hört das Auto links fahrend. Die fahren an den Drop ran. Ne, die fahren weiter. Könnt ihr mit auf, kann einer mit auf Gelb gucken? Jo. Der ist am Drop dran, der Dude. Ja, das andere Auto fährt hier über den Hill. Hier weg. Der läuft, eincheck. So, ne? Molly. Ja, Vertex. Okay, lass Dann weiterfahren zum Auto. Wohin willst du? Wir fahren hier so rum, fahren erstmal zu Gelb. Gelbe Line? Gelbe Line ungefähr, ja. Ah. Sorry. Ja, nichts dagegen, wenn du mich mitnimmst, aber dann nehme ich wenigstens mit. Aua. Vorsicht. Hier. Hier oben ist auf jeden Fall noch was drin, die jetzt raus müssen bei Orange, oder? Ja. Die haben einen, Dings. Hier rechts schießt auch noch irgendwas. No. Warte. Die fahren auf Orange. Fahren rechts rum Richtung Blau. Über Snake. Fahren bei Gelb rein. Da geht einiges ab. Hier oben sehe ich keinerlei Bewegung auf grün. Bis denn, Matze. Danke fürs Reinschauen. Tschüss. Da sind mindestens 2 Teams, gelb-orange. Doch, grün jetzt einer. Hier rüber gelaufen. Grün. Ja. Da boltet etwas. Irgendwo eine Bolt. Ja, im Menschen an der Küste da. Richtung des New Ferry Piers. Irgendwo. Ich glaube, er sieht mich nicht mehr. Snakes sind noch 2 Von Teams. Gelb muss wieder zu uns kommen. Ja, sind 2 Teams drin. Beiden auch noch. Bolt nicht sieht, kann ich da mithalten eigentlich. Bolt, Alter. Sind halt hier noch drin, auf Orange. Einer ist Bei Richtung Grün Blau ist auch gemoved. was drin. Fuck, den hätte ich noch Flaschen können. Pack mal das Auto hinter die Check, dass wir das noch haben. Kommt blau oder grün? Die sehe ich halt nicht. Ich habe den einen moven sehen, outside, aber der ist in irgendeines der Häuser gegangen. Ja, ist ein Gilly ist hier auf Orange noch, der muss jetzt rein moven auch. Oh! Hier. Ich habe irgendwo von Norden bekommen. Ja, vom Compound. Den letzten von Snake hab ich geholt. Sehr gut.
Ist von hier, da am Baum steht er. Ja, irgendwie so da die Richtung. Ah, er steht da. Ich sehe ihn, ne? Oh, er ist eine Legende. Gutes Werte. Bei Orange direkt, oder wo? Orange direkt am Baum, ja, der hat eine AP auch. Aber wir müssen jetzt irgendwo hin. Hier läuft schon einer Open Field. An dem Neu-Orange steht schon am Baum. Ja, gesehen. Halt Orange. 2 Tags. Umlaufen. Ich hab Blue markiert, den anderen Baum. Hier beim Baum, bei Gelb Ja, beim Baum. hat einen Tag. Ist Knock. Knock. Ich habe keinen Helm mehr. Ja, kein Helm. Ist am Stein bei Blue. Wow. Vom Schuss von hinten. Ah, ich bin safe. Muss aber direkt einer rennen. Jo, ich bin unterwegs. Einer im Compound. Ich geh schon. Das Auto, irgendwie nimm das Auto mal mit hier rein. Ein Stück. Bei Blau am Stein ist halt einer von denen, ne? Die werden jetzt laufen wegen Knock. What the fuck? Ja, der ist stark. Wer läuft jetzt? Das Hallo, hier, Danny. Smoke schon. Hallo. Hä? Der ist. Ich bin Second Knock. Darf ich das noch? Ja. Maybe 3 Knock. Sollte gerade so aufgehen. Nee. Oben am Stein, bei Gelb. Bei Gelb oben am Stein, letzte, glaube ich. Muss heilen. Blue Sonic Down. läuft. Stark, sehr schön. Okay. So, wir spielen jetzt, wir nehmen die Autos mit rein und spielen auf der Seite. Läufst du? Ich laufe, ja. Da läuft was, ganz outside Zone, hier. Orange Marker. Endest du fest, genau auf Zug quasi. Ich hab keine Chance, muss heilen. How the fuck? Ich war doch hinter dem Tree, Mann. Wo ist der? Direkt am Stein drauf oben. Yep. Oh. Kannst du das Auto smoken und dann maybe hier rumfahren? Das Auto ist halt RIP, ne? Der Drive bei dich. Tja. Ja, das sind Squeezy und so. Die sind gut. Good Gamers. Auch Hardcore-Split. Das war nicht Squeezy. Ne. Squeezy wird mit Doppel-E geschrieben. Das war Squetzi. Ist ja fast dasselbe. Ja. Ja.
Kurz auf Toilette. Wieder da. Yippie. Ja, meinen Ofen gefüttert. Der hatte Hunger. Wird da jetzt irgendwas schwarz drin, ne? Ja. Jetzt ist es noch hellbraun, dann wird's gelb-rot und dann wird's schwarz. Na, am Wochenende wieder Holz holen. Jo, was für ein Ofen du meinst. Mein Holzofen. Ja, ich dachte, du meinst deinen Ofen zum Kochenofen. Nein, 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 So, nein. da nein, bin nein. ich wieder. Ich meinte schon meinen Holzofen. Ich habe keine Heizung. Und ja alles mit Holz. Willkommen zurück. Let's go. Was ist die Waffenkombi? DBS SLR. Nice. Ja. Tut mir schon ein bisschen leid, ne? Ich meine, ich habe solche Aufgaben bei mir auch, aber nur für Normans. Richtung Für den Rank zählt's nicht. Ich werde auch schon mal an, dass das jetzt mein vorletztes Game ist. Eins mache ich danach noch und dann ist Ende. Maschine, der kriegt das schon hin mit DBS. Eins, vier. Vier Gegners. Wo sehen wir die? Alle rechts von mir noch. Ja. Einer geht hier hinten in die Hallen. Da geht. Einer auf die Tribbles. Einer direkt neben Smalltalk. Der andere war So, hier. zwischen Was heißt direkt neben Smalltalk? Wo ist neben Smalltalk? Hier. Orange und Green sind auf jeden Fall zwei gelandet. Den Rest habe ich nicht gesehen. Jenny, erschreckt mich doch nicht so. Ich? Ja. Warum? Nein. Ich dachte, ich lande hier ganz alleine und auf einmal landest du neben mir. Und ich höre nur den Shoot und dachte mir so, scheiße. Entschuldigung. Also. Die pushen mich an, links neben mir. So. Meine Waypoints sind die gelandet. Grüne Ja. Waymarks sind gerade 2 Stück am Steppen gewesen. Einer knockt da hinten bei Gelb. Direkt bei Gelb ist einer Knock.
Einer ist da außen bei Orange direkt an der Kante. Beziehungsweise 2. Maybe holt ihn doch gerade schon einer hoch bei Gelb. Ja, ja. Auf jeden Fall. Ah, die smoken noch. Ja, aber der hat 3 Tags gekriegt, maybe. Ja, ist schon wieder ab. Wieder Knock. Jetzt hier hinten bei Gelb Knock. Ah, ich sehe ihn. Maybe kann ich den Press halten. Was haben die denn? Da läuft einer hin. Oh, der holt ihn jetzt da hinten dran hoch. Einer war bei Orange geclosed. Gobbler, wenn du kannst. Ah, schade. Sehen nicht mal, wo er ist. Kannst du hierher kommen? Der Rest bitte. Das ist nicht sein Ernst, Mann. Natürlich, Alter. Liegt auf dem Dach bei Gelb. Oben auf dem Dach. Komm ich irgendwie zu dir? Nee, ne? Nicht ohne zu sterben wahrscheinlich. Was wird das denn jetzt? Jetzt kommt Miriam gerade hier rein und steht rechts neben mir mal ein Handy. Also was machst du? Liegst du inside im Haus? Ich lieg draußen. No, I don't have info. Der ist auch schon hart komisch, der Dude. Ganz ehrlich. Hi. Hello. Hello. Links ist noch einer. Komm. Nee, nicht so weit links. Direkt links an der Wall da vor dir. Aha. Oh, wow. Ich ihn einfach nicht sehe. So, ja, wir müssen mal kurz 2-3 Minuten warten. Miriam möchte kurz was machen hier. Ja. Ich bin gleich wieder da. Ja.
weiß nicht, was da steht. Guck, ich hab's gerade gelesen. Gibt's auch in schwarz. Nee. 3 reichen. Ja. Ich hab gerade geguckt, wie. Und es ist wirklich. Warte, das hätte mir uns. Ja, dann machst du bitte bis zum Wochenende mal deine Wunschzettel fertig, ne? Für Weihnachten. So, da bin ich wieder. Baby. Gott, wie goldig ist das denn? Ist überragend, oder? Voll süß. Ich finde sowas toll, wenn sich Leute Gedanken machen und dann halt nicht einfach nur so billig irgendwas kaufen, weißt du, sondern Ja, wir selbst wissen ja noch was nicht- draus machen. Ihr wisst ja noch nicht, was drin ist. Ja, aber allein die Mühe, sich zu machen, das alles einzeln zu verpacken und Das- dir einen das- Adventskalender zu basteln, ist Das doch stimmt, cool. ja. Und was ich auch sehr cool finde, dass sie dann auch an euch oder an den Chat halt auch mitdenken. Ja, Das finde ich natürlich auch eben. Cool. Freut mich riesig. Es ist halt nicht einfach nur gedankenlos geholt, weißt du? Ja. Und das ist halt das, was es ausmacht. Ein Team Contest. In welchem Bereich gehen wir? Deiner und so. Okay. Wollen die auch hin? Geh hier aufs G-Stack. Also auf, ja, G-Stack. Einer geht hier rein auf Geht Orange, einer? einer geht hier neu Das Orange rein. Glas. 2. Das habe ich nicht gesehen. Einer ist direkt hier vor mir. Bei uns meinst du? Ah, vor dir auch. Hier ist krass. Wenn die zu euch rüber, also Jenny, bei dir hört man jeden Tastenschlag. Hä? Bei dir hat man gerade jeden Tastenschlag gehört. Echt? Okay, scheiße. Einer pusht mich gerade. Einer ist bei mir jetzt im Haus. Am Haus. Einer knock. Und das Bei ist mir der am hier oben. Haus drin. Nadet mich maybe. Kann dich nicht sehen, sorry. Knock. Oder da auch nichts Hier ist einer drin bei Orange noch. Ja, ich habe hier hinten dran Knock bei markiert. Einer Orange läuft. draußen. Hit. Hier ist noch einer drin. Der holt den wahrscheinlich gerade hoch bei. Drin hinter oder Gelb. drin? Einer Ja. ist Orange drin. Bei Orange hinter noch. Hat wieder 2 Tags der Boy. Sind 2 Stück jetzt hinter Gelb. Irgendwie hol dir jemanden dazu. Bitte nicht alleine. Nicht, dass jetzt. Du bist gleich gegen 3. Rede mit den Jungs. Du bist da. Er ist hier hintergelaufen, grün. Ich hab Da. 2 Knock. Wo ist der letzte? Wissen wir Im das? Haus drin oder Keine wo? Ahnung. 2 sind bei mir. Ich weiß nicht, ob du den genockt hast, der hinter grün gelaufen ist. Flash. Hier bei mir im Haus, bei mir im Haus. Kommt her, kommt zu mir.
Der ist bei mir drin. Kommt her, kommt her, kommt her. Und los, wir gehen rein zusammen. Okay. Good job. Weil du sowas irgendwie, gewöhn dir das an, rede mit uns. Du erzählst nichts, du machst nichts, du läufst einfach und gehst dann wieder alleine da rein. Versuch dir das anzugewöhnen, einfach zu reden. Das ist so viel besser. Oder nimm dir jemanden mit, sag hier, komm mit. Das ist so viel besser. Irgendeiner von denen hatte doch eine Single Bolt, ne? Wirklich. Also, Wo sind die andere Leiche? eine ist in der Toilette. Weiß nicht. Ja, einer liegt hier outside. So viel zu looten. Wir haben die auch nicht gehabt. Ich brauche DBS und SLR, wenn ihr da was seht. Ja. Ey, yo, ich finde schon Hast du wieder... jetzt immer noch alles? Nee, oder? Ne, jetzt ist besser. Also Okay. es war vorhin nur echt extrem. Ich weiß nicht, ob euch das auch aufgefallen ist. Ich hab's nicht gehört in dem Moment, aber kann Okay, sein. krass. Vielleicht bin ich bei sowas auch ein bisschen sensibel. Ja, nee, es sollte ja eigentlich auch nicht sein. Deswegen hat es mich ja gewundert, aber... Aber das lag daran, dass im selben Zeitpunkt dein Kind im Hintergrund zu hören war. Ah, okay. Hört man natürlich auch die Taste. Ja, Also wenn es für sowieso Geräusche TS, nebenher für gab. TS habe ich das Mikro noch nicht richtig eingestellt. Habt ihr Wollte ich mal mittlerweile machen. eine DBS oder... Nee, ich suche gerade. Selber noch nicht mal eine AR gefunden. Ey, yo, ich laufe immer noch mit einer Mikrozi rum. Ein 6er. Nehme ich? Nicht mitnehmen, leider. Ja, mach Marker, ich hol's. Ich bin waffentechnisch fein, ich suche jetzt nur für euch eure Waffen. Was für eine AR willst du denn? CS-Raum. Ich hab jetzt für AK genommen und Schluss. Aber bei der einen Leiche hatte ich eine M4 gedroppt. Ja, bei mir hier ist eine Ace. Zone kommt. Ja, so. Brauchst sonst noch jemanden 6er Stroke? Gibt auf jeden Fall scheinbar keine DBS hier in dem Laden. Ja, und keine SLR. Auf Wild. Blau steht noch ein Coupé. Ich hole jetzt einen Safe Spawn hier. Ja, habe ich auch nicht gesehen. 15 AKs, aber. Ja, ich nehme jetzt hier die Mini. Aber dann spiele ich einfach, ja, wie heißt Mikrozi und dann sollte das passen. Dann sollte Prime sich da nicht gemeckert fühlen. Wir haben die ganze City durchgelootet, hier war keine DBS und keine SLR.
Also ich habe jetzt noch einen Sexter-Scope dabei für jemanden, wenn das jemand möchte. Ich brauch keins. Ich auch nicht. Auch nicht. Okay, dann droppe ich's raus. Tschüss. Irgendwie das zum Beispiel, was du jetzt gerade schon wieder machst, fahr langsam. Warum fährst du so vor? Hier mit uns. Du spielst komplett für dich alleine, Bro. Da ist ein Heuballen. Ja, ich guck gerade auf den Chat. Ich hab warm lesen, sorry. Also der Compound unterhalb von Shelter ist schon mal frei. War auch nicht Zone, aber... Herbstbaum sieht auch frei aus. Wo fahren wir hin? Ja, irgendwie hat doch Herbstbaum gecallt, dass er free ist, oder? Ja. Wie gesagt, es sieht free aus. Bin mir nicht sicher. Mir ist danach aufgefallen, dass ich keinen Scope auf meiner Mini habe. Ah, okay. Ich dachte eigentlich, ich hätte einen Vierfach drauf gehabt. Früher als zu spät. Jetzt habe ich einen Vierfach. Jetzt sehe ich auch, dass da 3 Teams stehen. Jetzt sehe ich auch, dass da alles voll ist. Garage South frei. Auto von New Compound in unsere Richtung. Fährt gelb hoch. Ich laufe Richtung Checkpunkt an. Der hält da an. Guten Appetit. Danke, Entschuldigung. Alles gut. Oh. Der ist, glaube ich, auf deiner Seite drüben. Ist Oder gar Blatt? nichts. Ist gar nichts. Mir wird einfach rausgemacht. Okay. Und dann ist der Silent drüber gefahren. Und irgendwo runtergerollt. Ja, vermutlich. Bei Gelb sieht wieder frei aus. Lass mal dahin fahren. Genau die gleiche Rotation wie gerade. Seid ihr ready da hinten? Ja, ich komm schon. Let's go.
Oh. Gott. Hier ist was drin. Knock einer. Ein bisschen Gas. Noch einer Knock. Nicht umfahren, die Jungs. Ist noch was drin, glaube ich? Oder nee? Nee, drin nicht. Draußen irgendwo. Ja, ich bin draußen, ich hab die geflasht. Das ist nichts mehr. Eine 7er. Okay. Hinter uns Auto. Oh, der hat Dings, 9 mm. Wie geil ist das denn bitte? Check oben. Kann sein, dass die uns jetzt anfahren hier. Über uns. Auf grün ist auf jeden Fall was drin. Hier über uns hast du gesehen, in dem Compound. Also auf Orange. Nee, aber ich glaube, da hat's vorhin geschossen, wo wir runtergefahren sind. Ja, da schießt es auch noch auf Orange. Straße sehe ich auch nichts. Dann hier mit Und wieder moven. auf dem Balkon. Hier drüben ist auf jeden Fall was drin. Balkon Orange, also da ist auf jeden Fall was. Wie viele bei grün sind? Nee. Mindestens 2. Aber auf der rechten Seite, oder? Einer hat bei grün irgendwo geschossen und dann auf Orange Was lag wir jetzt auch machen, einer. wir breachen alle zu green rein. Alle zu green zusammen jetzt. Let's go. Karre brennt schon, wa? Bah. Folgt mir einfach beim Fahren. Gut fahren jetzt, sonst sind wir im Arsch. Oh, komm, mir pass auf. Oh! Orange einer. Ach, Digga, vom Hill oben. Ich kacke ab. Viele. Hinter euch am Stein hier. Hinter euch am Stein auf Orange. Am Stein auf Orange. Ich sehe nix. Ich bin Reservoir in dem Smoke. Ja, ich bin gerade dabei, hier noch einen. Gerade am Pummel dran. Der oben ist auch noch. Oh, Ja, dann bin ich erst danke recht für den Reservoir, Raid dann kann er- und willkommen zusammen. Alles gut, ich musste nur jetzt hier kurz. Kommst du mir? Braucht ihr eine Smoke noch da unten? Nein, alles gut. Müsst du abchecken, dass der bei Rot nicht geretzt wird. Hast du da oben gesmoked? Nee, der hat sich. Fahren uns hier an von links, ne? Digga. Nicht für den Flush gehen. Wir müssen erstmal hinlaufen. Entspannt spielen erstmal. Wer ist auf uns? Der ist oben auf dem Vordach, ist reingegangen. Der ist auch schon tot da oben bei Rot. Hier ist was close, glaube Hätte ich nicht erwartet. I don't know. Oder? Ja, hier am Baum. Der ist low.
Digga. Er liegt auf dem Boden. Kannst du wegkrabbeln, dann schmeiß ich deine Blue Zone hin. Der ist Knock. Okay. Ich glaub von irgendwo. Ja. Vom Match. Und das nächste Team. Ja, das wissen wir. Hallo. Grenz ihn wie schnell? Ja, mach das. Ich brauche 9 mm. Hab ich nicht. Nicht. Ah, nice. Hier liegen welche. Mein Essen wird kalt. Ich esse kurz weiter. Hier oben auf dem Balkon. Das sind noch 2 oben auf grün. Mhm. Einer dead. Der auf dem Balkon ist dead. Okay. Aber es hörte sich an, als wäre da noch ein zweiter irgendwo. Ja, ja. Einer ist vor mir. Oh. Ja, läuft nach links. Dead. So. Oh, ich laufe mal Richtung Glas. Ich laufe hier ein Stück hoch bei Gelb. Sehe hier halt nichts, ne? In dem Haus. Smolly, bei dir kommt ein Drop, pass auf. Also irgendwo hier rechts ist noch was. Ein geschalldämpfter Mini oder so. Freudig. Ja, gesehen, der war gerade hier, ist nach links gelaufen. Also hoch. Da schon mal. Den. Aber weiter unten ist auch noch was, ne? Ja. Eingeklaut. Knock. Stark. Ja, hier Bei mir unten sind smoked mindestens was, ne? 2 Leute, Ja, 3 das Leute. war der, den ich genockt habe. Doppel. Blue ist nach links gelaufen. Nate nach grün. Kam die von Ja, euch? das war ich. Die war ich. Okay. Ja. Sind 3 Leute bei Gelb. Wir 3 sind 6, dann müssten
Hier oben ist noch einer bei Blau. Jenny, wie sieht's denn bei dir aus mit Boostern? 9. Kannst du mir was geben? Ja, aber muss aufpassen, ich werde hier gerade übelst beschossen. Knocken. Shit, Mann. Ich habe keine Smoke mehr, ne? Ich hab einen Knock. Ja, ich hab dir eine Smoke gelegt. Oh, nee, von rechts. Wir haben uns schon umlaufen. Hier ungefähr ist der. Und der zweite davon war noch weiter links oben am Baum. So ungefähr. In die. Husten? Gar nicht. Also ich glaub's dem Boy nicht. Dem Boy glaube ich das nicht da vorne. Holy moly, wie er auf einmal anfängt zu raffen, dass ich ihn anpieke. Glaub's den leider nicht. So blöd sich das anhört. Ah, ärgerlich. GG. Ich danke euch für die Games. Oh, machst du schon Schluss heute, oder was? Ja, hatte ich doch gesagt. Hat er vorhin gecallt? Nee, Cast war morgen. Ja, Cast ist morgen. Nee, Cast ist morgen. ich mach jetzt Feierabend und mach mir erstmal was zu essen. Ah, dann Ich hab bin ja das auch schon vorhin seit heute nicht früh mitbekommen. da. Okay, dann wünsche ich dir einen guten Hunger jetzt gleich. Danke dir. Ciao, Guten Hunger. Danke für die Games. Bis dann. Tschüss. Tschüss. So, ja, Ronan, das beantwortet deine Frage. Genau bis jetzt bleibt die Gruppe. Tom ging eigentlich. Also wer jetzt der Letzte da, der Dennis geholt hat, war ein bisschen fishy. Und davor hatten wir auch einen in der Lobby, der war auch ein bisschen komisch, aber ansonsten ging es eigentlich. Also jetzt nichts, wo ich großartig sagen würde, das sind auf jeden Fall Cheater gewesen. Immer mal so ein bisschen komisch, aber nichts Großartiges bemerkt. So, ich schicke euch rüber zu Dennis. Dann könnt ihr da noch ein bisschen weiter gucken. Ich danke euch fürs Reinschauen. Ich hoffe mal, der macht noch weiter. Morgen caste ich und am Samstag und Sonntag bin ich nicht da. Da casten dann die anderen. Also morgen caste ich höchstwahrscheinlich solo. Das weiß ich noch nicht hundertprozentig, ob das so sein wird. Höchstwahrscheinlich ist es aber so. Am Samstag casten Kai und Adnan. Und am Sonntag castet höchstwahrscheinlich Kati. Ob die da noch Zuwachs bekommt, ist noch nicht hundertprozentig sicher. Entweder wahrscheinlich Gideon oder Ruberlater. Das steht aber noch nicht hundertprozentig fest. Ich danke euch für die Games und fürs Zuschauen und so. Bis denn dann. Ab zu Dennis.